Man sieht eigentlich völlig egal, wie die legale Situation ist, wird überall Cannabis konsumiert. Also wir schicken auch manchmal nach Saudi-Arabien. Überspitzt formuliert sage ich, mit Cannabis sollte umgegangen werden wie mit Pfefferminz. Was mich stört immer wieder ist, wenn man da unterscheidet zwischen medizinisch und Freizeitkonsum, dass man glaubt, dem Freizeitkonsumenten, dem könnte man irgendwie alles andrehen. Für den tut es ja, ist ja nur ein Kiffer. Während wir alle Pokémon-Karten gesammelt haben, hat er in Deutschland eines der bekanntesten Cannabis-Tech-Unternehmen der Welt aufgebaut und später für 145 Millionen verkauft. Wie es dazu kam und was Erfolg wirklich mit einem Menschen macht, darüber sprechen wir heute. Willkommen beim Mary Jane Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Jung, Mitgründerin der Mary Jane Berlin. Mein heutiger Gast ist Jürgen Bickel, Mitgründer von Storz & Bickel, einem Unternehmen, das weltweit für kontrollierten, sauberen Cannabiskonsum steht. Das Besondere daran, als Jürgen angefangen hat, war Cannabis in Deutschland noch komplett illegal. Es gab keinen Markt, keine Legalisierung, keine klare Zielgruppe. Und trotzdem ist daraus eines der bekanntesten Cannabis-Tech-Unternehmen der Welt entstanden. Wie das geht und ob Erfolg wirklich Erfüllung und Zufriedenheit bringt, das finde ich in der Folge raus. Herzlich willkommen, Jürgen. Dankeschön. Wir haben es ja gerade schon angeteasert und zwar meine Frage an dich, rauchst du? Ja, also ich rauche nicht natürlich, ich verdampfe natürlich Cannabis als Patient, das ist richtig. Ja, schon, wenn ich das zurückgehe, so, ja, schon jetzt werden wir bald Richtung 35, 40 Jahre, wo ich das mache, sag ich mal. Wirklich? So. Ja, genau. Aber du meinst als Patient für welches Symptom oder für welchen Zweck? Ach, ich würde mal dazu so allgemein sagen, glaube ich schon, dass es bei Cannabis, finde ich, wenn jemand glaubt, dass ihm es gut tut, dann würde ich ihn als Patient bezeichnen. Ja, er braucht jetzt nicht unbedingt einen Arzt dazu oder er braucht nicht irgendeine klassische Indikation. Ja. Ich glaube doch, dass bei vielen Leuten, sowieso wenn man älter ist, so wie bei mir, wenn man die 50 genommen hat, dass da viele Leute teilweise auch regelmäßig dann anfangen, Medikamente zu nehmen. Da gibt es so verschiedene Sachen wie Blutdruck oder sonstige Dinge, wo die Leute nehmen. Und ich glaube schon, dass Cannabis einfach einen Beitrag leistet zum allgemeinen Wohlbefinden, ja, zum allgemeinen einfach, sagen wir mal, sein Leben im Griff zu haben. Da kann das schon sein und so kann es aus meiner Sicht jeder selber definieren. Darum mag ich auch die Unterscheidung so zwischen medizinisch und rekreativ oder Freizeitkonsum nicht so richtig. Ich glaube, diese Grenze gibt es auch in vielen Fällen nicht so richtig. Ja. Ich glaube, viele Freizeitkonsumenten, du hattest ja auch angesprochen, Entspannung. Ja, ist das jetzt medizinisch, ist das nicht medizinisch? Wo ist da genau der Anfang, wo ist da das Ende? Ich glaube, das ist im Falle von Cannabis, sollten das die Leute einfacher selber definieren. Ja, das habe ich auch mal angesprochen, weil heutzutage so Mental Health ganz großes Thema ist, vor allem in meiner Generation. Und deshalb sage ich auch, hey, wenn dir was hilft, um kurzzeitig runterzukommen, weil du es gerade noch nicht schaffst oder gerade auf dem Weg bist, dich selbst zu regulieren und Cannabis dir dabei hilft, dann go for it. Verdampfst du denn, weil es dir hauptsächlich bei der Entspannung hilft oder gibt es bei dir noch einen anderen Nutzen? Ich glaube, ja, ich würde sagen, Entspannung ist natürlich eines, das ist klar. Ja. Ich glaube aber auch, dass es durchaus auch einem immer wieder einen anderen Blickwinkel gibt auf Dinge. Du nutzt es zur Kreativität, oder? Ja, würde ich sagen. Es gibt oft, also man muss ein bisschen aufpassen, so diesen Dauerkonsum, da bin ich kein so ein Fan davon. Ja, also morgens direkt loslegen, das jeden Tag, dann habe ich natürlich keine andere Perspektive mehr, dann habe ich ja nur noch diese Perspektive. Ja, das ist also auch nichts, ja. Aber ich glaube schon, dass es immer wieder einem doch mal wieder ein anderer Blickwinkel gibt, einen selber mal noch mehr in Frage stellt. Also das ist sicherlich wichtig. Wenn ich gar nicht konsumiere, dann ist es auch oft so, dass es doch dann wäre ich doch ein bisschen, sagen wir mal, in meiner Art und Weise doch noch ein bisschen härter, ein bisschen strenger, ein bisschen, da fehlt so eine weiche Komponente, die ist da nicht so vorhanden. Und wenn ich dann doch wieder mal komme, denke ich, ach komm, siehst du mal nicht so ganz so ernst, lass mal ein bisschen mehr laufen, ein bisschen mehr Toleranz, ein bisschen mehr. Ja, sonst ist es auch ein bisschen weniger ehrgeizig vielleicht dann auch. Ja, das kann ja auch zu viel sein, zu viel Ehrgeiz, zu viel Wollen. Ja, wenn man so im Machen, im Tun, im Umsetzen ist, ja, dann ist es mal so, okay, es geht auch Schritt für Schritt. Ja, das ist dann manchmal so ein Tunnelblick. Und das ist so interessant, dass du es sagst, weil mein Mann Duck, der Gründer der Mary Jane, ich merke das auch bei ihm, dass wenn er raucht, so alle Seiten von ihm hochkommen. Also jeder Mensch hat ja irgendwo so eine Seite, die sagt, okay, ich vertraue dem Leben, man kann es entspannter eingeben, das wird sich schon alles fügen. Und wir werden natürlich aber durch die Erziehung und durch alles, womit wir so aufwachsen, dazu getrimmt und vor allem als Unternehmer dieses, okay, du musst Ziele haben, du musst durchziehen, Erfolg kommt durch mehr Pushen, mehr Leistung, mehr Druck.
Was aber mit den Jahren dazu führt, dass man so einen Tunnelblick entwickelt. Und nicht nur so einen Tunnelblick, sondern auch so eine Strenge mit sich selbst, mit anderen Menschen, dass es, wie du sagst, also für andere Menschen teilweise unerträglich wird. Weil es wird ja, man denkt ja, dieser Glaubenssatz ist ja, je mehr Erfolg, desto mehr Druck, mehr Pushen. Und wie lang soll das bitte gehen, denke ich mir dann, ne? Ja, klar, gerade als Unternehmer und gerade mit dem Erfolg, die Verantwortung nimmt ja auch zu und dann will man und ja, das ist oft, glaube ich, so mit einer gewissen Zuversicht und kommen die Dinge auch zum Teil von selber, Ja. kommen vielleicht halt auch eher. Auch der Umgang mit Zeit, denke ich, ist so einer. Oder es ist ja so, sozusagen gerade bei Zeit, es gibt ja immer es gibt natürlich den richtigen Zeitpunkt, aber man kann auch zu früh sein und man kann zu spät sein. Ja, das sind so die 3 Zeitpunkte, die man zur Verfügung hat. Ja, und eben, man kann auch zu früh sein, man kann auch zu viel wollen. Manche Dinge entwickeln sich dann auch mit der Zeit und kommen. Und für manche Zeitpunkte kann man auch nichts dafür. Ich meine, wir haben unser Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt, also Markus Storz hat es zum richtigen Zeitpunkt gegründet, so wie in eurem Fall die Mary Jane auch zum richtigen Zeitpunkt kam. Und medizinisch, also hat man dann auch den nötigen Rücken. Denn diese Zeitpunkte kann man sich nicht unbedingt aussuchen. Man muss ein bisschen Gespür dafür haben, aber dann braucht man das einfach auch ein bisschen das notwendige Glück für den richtigen Zeitpunkt. Ja. Tust du denn jeden Tag verdampfen oder tust du das, wenn du merkst, boah, jetzt bin ich gerade wieder voll im, ich nenne das mal Kampfmodus, im Tunnelblick und ich möchte jetzt ein bisschen wieder einen Gang zurückschalten und merken, okay. Also jetzt gerade habe ich die letzten 3 Monate gar nichts verdampft, ja, das gibt es also auch, ja, das muss aus meiner Sicht auch sein. Davor habe ich ein bisschen so letztes Jahr im Sommer viel mit Konzentrate ein bisschen rumexperimentiert und mir da ein bisschen, also aus beruflichen Gründen, mir das angeguckt tatsächlich näher. Aus wissenschaftlich-beruflichen Gründen? Ja, genau. Ich meine, wir entwickeln natürlich Geräte und ich bin natürlich jetzt nach dem Markus ausgeschieden. Jetzt bin ich noch der übrig gebliebene Cheftester, ja, der das natürlich irgendwie auch definieren muss, was wird entwickelt. Und dazu muss man also einfach Dinge ausprobieren und muss da ein Gefühl dafür entwickeln, was ist so ein Markttrend, was wollen die Leute wohl. Und da hatte ich einfach einiges mit Konzentraten zu tun. Das fand ich dann insgesamt vom Gesamtergebnis so halb gut, sag ich mal. Da sind dann doch, die Toleranz steigt dann und so hin und her. Und da dachte ich, jetzt machst du mal eine Pause. Aber insgesamt schon, Cannabis ist jetzt auch nicht völlig ungefährlich, ja. Man muss schon den Umgang damit handeln, ja. Und wie immer, die Dosis macht das Gift und auch die positiven Effekte sind, glaube ich, aus meiner Sicht vor allem im richtigen Maße zur Verfügung. Ich selber würde mich, sagen wir mal, als Microdoser bezeichnen. Ja, also wenn dann, wir haben ja diese schönen kleinen Kapseln, da passen 150 Milligramm getrocknete Blüte rein. Also das ist für mich als Tagesdosis vollkommen ausreichend. Okay, also wenn du fühlst, ich bräuchte jetzt eine neue Perspektive auf das Geschehen und du merkst, du bleibst das irgendwo stecken, dann tust du gern verdampfen, ne? Das ist so der... Genau, also natürlich auch am Abend natürlich, logischerweise ist man, wenn man dann heimkommt, alles hinter sich hat. So ein bisschen, ja, das ist so, also die Entspannung, die kann ich schon auch unterstreichen, ja. Und wir haben ja über Verdampfen geredet und für die Leute, die sich noch gar nicht auskennen, was ist Verdampfen, warum machst du das und was sind die Vorteile vom Verdampfen? Ja, also es ist natürlich aus meiner Sicht klar die mit Abstand beste Konsumform, die es gibt. Ja, es ist ja so, dass der Wirkstoff liegt ja in der Cannabisblüte als Säure vor, THCA, muss mittels Hitze umgewandelt werden, dekarboxyliert werden in aktives THC. Das kann ich machen, indem ich einen Joint rauche, indem ich es vielleicht backe, oder indem ich es eben verdampfe. Ja. Und der große Vorteil beim Verdampfen ist, die Temperatur, die ich benötige, sind so rund 180 Grad Celsius, wo das stattfindet, die Dekarboxylierung. Das ist unter dem Verbrennungspunkt von Zellulose, das bei 230 Grad Celsius ist. Somit kann ich die Wirkstoffe auslösen, ohne das Kraut zu verbrennen. Ja, also was ist Zellulose? Du meinst, also macht man da Kräuter rein? Genau, das ist also getrocknete Kräuter, das habe ich jetzt als Zellulose, also eine Cannabisblüte, ja, das ist... Nochmal einfach für alle, genau. auch für mich. Also Kräuter, das ist Verdampfen, ist das, also wie soll ich mir Verdampfen vorstellen in so einem kleinen Gerät? Gibt es da Wasser drin und das verdampft und dann tut das diese Kräuter so um? Ja, nein, das ist nicht Wasser. Wasser wäre ja bei 100 Grad, würde es verdampfen, würde ich nicht die nötige 180 Grad hinbekommen. Nein, ich brauche etwa schon so 180 Grad. Es wird ein Luftstrom erzeugt, der 180 Grad heiß ist, der durchströmt die Cannabisblüte.
ja, löst die Wirkstoffe aus, erzeugt ein Aerosol. Ja, Was ist Aerosol? Ein Aerosol, es ist sag ich mal, ein Luftwirkstoffgemisch, ja, wo auch sicherlich auch ein bisschen Feuchtigkeit auch noch drin ist. Ja. Das kann ich inhalieren. Ja, der Vorteil auch ist, dass es ein Aerosol mit sehr kleiner Partikelgröße erzeugt. Das heißt, das ist sehr lungengängig. Ja, das heißt, wird von der Lunge gut aufgenommen, wird dann über die Alveolen in der Lunge dann in das Luftbläschen, Blut. ne? Ja, genau, in das Blut. Jürgen, so viele Fachbegriffe hier. Muss ich übersetzen für mich. In das Blut transportiert und entfaltet da seine Wirkung. Also das ist Verdampfung. Ich muss es nicht verbrennen, dadurch habe ich keine Verbrennungsrückstoffe, also keine Schadstoffe. Was sind das für Schadstoffe, wenn man verbrennt? Ja, Kohlenmonoxid ist das, was am meisten, und dann gibt es also alle möglichen Teere und sonstige Dinge, die bei Zelluloseverbrennung kommen. Ja, man findet da so rund 100 Toxine so da drin beim Rauchen. Ja, krass. Ja, sicherlich, wenn ich, sag ich mal, einen Joint in der Woche rauche, vielleicht nicht das Problem. Ja. Wenn ich jetzt 10 am Tag rauche, muss ich schon überlegen. Ja, na, und habe also eben diese Verbrennungsrückstoffe habe ich nicht. Und wie gefährlich sind die? Also ja gut, je mehr ich rauche, desto gefährlicher werden sie. Ja. Ich weiß nicht, wann genau, ich glaube, man weiß nicht, wann genau Lungenkrebs losgeht. Okay. Aber letztendlich sind sie eigentlich, aber was für mich noch viel entscheidender eigentlich ist, so vom Genussstandpunkt her, dass es natürlich auch viel besser schmeckt. Also ich habe dann einen viel besseren Geschmack. Ja, also ein Joint schmeckt einfach am Schluss nicht. Ja, das ist einfach so, mit Tabak schon gar nicht, aber er ist einfach nichts. Also wenn ich so vom Genuss denke, wenn ich verschiedene Sorten auch miteinander vergleichen möchte, habe ich nachher in der Verdampfung natürlich ein ganz anderes Terpenprofil, einen ganz anderen Geschmack im Mund. Das ist also eine ganz andere Sache, wie jetzt hier am Joint zu ziehen. Und das verbrennt da und qualmt da. Ich habe natürlich auch in der Wohnung selber drin, ist es natürlich, das riecht nicht sehr, das verfliegt. Ja, wenn ich wirklich als Patient sieht das einfach, der Joint sieht also Patient und ein Joint und eine medizinische Applikation. Das widerspricht sich so ein bisschen auch für den Arzt. Auch da ist die Verdampfung. Ich kann natürlich das auch viel besser reproduzieren. Ich kann die Dosis eben mit den Kapseln 150 Milligramm oder beim Volcano mit einem Ballon, habe also eine Reproduzierbarkeit, eine Dosierbarkeit, ja, und kann das regelmäßig ganz viel besser applizieren, wie jetzt einen Joint zu drehen. Okay. Das heißt, ich rauche eigentlich nicht, aber natürlich als Jugendlicher, aber natürlich erst ab 21 habe ich einmal gezogen und hat übelst gekratzt. Und du sagst, und das war gar nicht angenehm, muss ich sagen, weil es so gerade gekratzt hat, weil ich auch kein normaler Raucher bin. Ich trinke auch nicht wirklich Alkohol. Vielleicht bin ich auch einfach nicht dran gewöhnt. Das heißt, das würde jetzt gar nicht kratzen und du sagst, es schmeckt sogar. Weil diese Experience hatte ich ja gar nicht. Ja, doch, das schmeckt sogar, genau, vollkommen richtig. Mir ist es ehrlich gesagt nicht ganz klar, wieso es heutzutage immer noch so in Mode ist, zu rauchen. Ja, also hier in Europa natürlich noch mit Tabak, das ist noch eine viel größere Unverständlichkeit, wieso man Nikotin mit Cannabis mischen sollte. Ja. Na, das ist, jetzt kommt ja wieder so Haschisch, ist auf einmal wieder in Mode. Also was ist Haschisch? Haschisch? Ja. Ja, das ist ja eine Form praktisch, die ausgeklopften oder ausgelösten Trichome aus der Pflanze, ja, die werden dann gepresst, ja, da gibt es verschiedene Techniken, wie man das macht. Das ist praktisch keine Blüte, sondern so ein... Genau, die Marokkaner, die klopfen das dann so aus und pressen das zum Beispiel. Es gibt auch welche, die das mit Eis auslösen, da gibt es also verschiedene Formen, da gibt dann solche Platten, ja, wo das Haschisch dann ist. Wir nannten das früher in unserer Jugend, gab es nur dieses Material, da gab es gar keine Blüten. Wie? Wirklich? Also da gab es meistens war alles aus Marokko und aus Afghanistan. Plattengrünen hat man das genannt. Krass. Die Platte, ja, gab es grüne, schwarze. In welchen Jahren waren das? Das war natürlich in den 80er Jahren. Ja, Wie, da gab es keine Blüten? Also war es sehr selten. Also wenn man es nicht selber angebaut hat, hat man Blüten selten bekommen. Oder man ist nach Holland gefahren, ja. Okay, da gab es ein bisschen Blüte, ja. Aber das Gros auf dem Schwarzmarkt war Haschisch aus Marokko und Afghanistan vorwiegend, ja. Krass, und was habt ihr dann gemacht? Tut man das so zerbröseln und dann genau, das ist das Problem, wieso dann auch viele Leute das mit Tabak mischen, weil ich habe dann kein Trägermaterial. Okay. Dann haben viele Leute nehmen Tabak, tun das Haschisch dann in die Mitte rein, aber dann habe ich natürlich immer das Nikotin mit dabei. Und das ist natürlich auch einfach eine Unsitte. Ja. Das kennt man ja zum Beispiel in Nord- oder Südamerika überhaupt nicht, dass man Cannabis irgendwann überhaupt mit Tabak mischen könnte. Also auf den Gedanken kommt gar keiner. Ja. Also ja, es gibt die Blanz vielleicht, das ist auch so Tabakblätter, auch so. Da fängt es aber auch schon an, komisch zu werden. Ja, also. Aber in den 80ern, das heißt, da gab es nicht so viele Blüten. In den 80ern in Deutschland, ne, warst du, ne? Okay. Genau. Und war es aber für dich einfach daran zu kommen, weil
bei den Politikern, ich hatte eine Folge mit Dirk, Vorstand vom BVCW, und der hat gesagt, wir sollen geduldig sein mit der Generation, die über uns ist, weil die sich erstmal so an das Thema gewöhnen müssen, weil in ihrer Generation wurde es verteufelt, weil in meiner Generation war das halt jetzt nicht schwer, das auf dem Schulhof zu bekommen. Deshalb frage ich jetzt dich, Jürgen, war das wirklich so schwer dran zu kommen oder war das nicht überall verfügbar? Wo bist du eigentlich aufgewachsen? In einem kleinen Dorf oder in der Stadt? Ja, ich bin ja in Tuttlingen aufgewachsen, oder? Süddeutschland, also Schwarzwald, Bodensee, kurz vor der Schweizer Grenze. Also es gab natürlich damals schon auch Haschisch überall zur Verfügung, wenn man das wollte. Sicherlich etwas weniger wie heute, Das war natürlich auch verboten oder es war einfach strafbar, damit umzugehen, aber es war natürlich zur Verfügung. Aber klar, die Aufklärung war damals noch, sag ich mal, plump, undifferenziert, alle Drogen sind schlecht, Punkt, heute sieht man doch irgendwie, dass auch Cannabis was anderes ist, wie jetzt Heroin oder Kokain, Aber ihr habt es trotzdem ausprobiert, du und deine Gang oder die in deinem Alter? Ja, wir haben das ausprobiert, mit 16 haben wir mal so einen fertig vorgedrehten Joint gekauft und haben den geraucht, und dann hat man das halt mal probiert, Krass, das heißt, wie viel Prozent, wenn du jetzt dir deine Klasse von damals anschaust, wie viel Prozent deiner Klassenkameraden haben dann Cannabis? Ja, ich würde vielleicht 10% sagen. Ach so, gar nicht so viel. Nee, gar nicht so viel. Für viele war das schon so, es war schon dirty. Ich meine, auch da, wo wir auch unser Unternehmen gegründet haben, dann in den Anfang 2000, waren natürlich viele Leute, hey, was soll das, ein Gerät, mit dem man Cannabis applizieren kann? Also was soll denn das? Also das wurde von vielen natürlich als wirklich eine seltsame Idee angesehen. Das wäre nämlich meine Frage auch gewesen. Ihr habt wann habt ihr Storz und Bickel gegründet? Also Markus Storz hat das Unternehmen gegründet. Ja, der hat es mit 96 mit der Entwicklung begonnen und hat dann im Jahr 2000 den Volcano auf den Markt gebracht. Ich war dann einer der ersten Kunden. Ja, ich habe damals das Zigarettenrauchen, das Nikotinrauchen aufgehört und haben dann einen Volcano gekauft, weil wir kommen beide aus Tuttlingen, wir kannten uns. Was ist der Volcano für die Leute, die den nicht kennen? Die Volcano ist, sagen wir mal, das unser ikonisches Gerät. Das ist auch ein Verdampfer, wo ein Ballon gefüllt wird mit dem Aerosol, das ich dann inhalieren kann. Und das ist eine sehr hervorragende Applikationsform. Die Maschine tut alles für einen. Man muss nichts machen, außer am Schluss aus dem Ballon raus das fertige Aerosol zu inhalieren. Man kann fast nichts falsch machen. Aber er hatte speziell schon für Cannabis damals? Ja, damals gab es so die ersten Leute, die haben mit so einer Heatgun, das in einer Bong gemacht. Aber da wurde das Prinzip klar, dass ich nicht verbrennen muss. Es ging darum, muss das Kraut nicht verbrennen, um es zu inhalieren. Ich muss nicht einen Joint rauchen. Es gab ja nichts auf dem Markt verdampfungsmäßig. Und dann haben wir, okay, dieses Prinzip hat er dann umgesetzt in eine technisch präzise Form, in einer medizinischen akzeptierten Form. Aber ich check das noch nicht, weil Cannabis war damals komplett illegal, sogar medizinisch. Aber trotzdem hat er ein Gerät dafür, speziell für Cannabis. Ja, ich meine, es gab schon mal auch in den 90er Jahren, also in den 90er Jahren waren ja zum Beispiel auch noch Samen in Deutschland legal. Die wurden erst 96 verboten. Es gab auch damals, also einer der alten Vorgänger der Mary Jane, könnte man sagen, das war die Cannabusiness, hieß die damals. Die hat in Castrop-Rauxel hat die stattgefunden im Jahr, aber das war schon eine Cannabismesse, vergleichbar mit heute, das kleiner natürlich, aber vergleichbar. Es gab damals schon Lampen, Dünger, Samen, aber es gab halt keine Verdampfer oder sowas gab es nicht in der Richtung. Da waren wir natürlich mit die ersten, aber es gab schon Messen Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, auch in Deutschland. Die Cannabismesse kam dann das Samenverbot, dadurch haben viele kleine Läden Schwierigkeiten gehabt, konnten nicht überleben und dadurch ist die ganze Industrie damals wieder ein bisschen eingeschlafen und die Messen sind ein bisschen ausgewichen. Dann ist so Barcelona entstanden, dann in den Anfang 2000ern, und so. Aber sag mal, die Industrie gab es auch damals schon. Eine kleinere, eine verstecktere. Aber es war ja nie so in Deutschland. Es gibt ja keinen wie in den USA, so ein Drug Paraphernalia Law oder sowas gibt es in Deutschland nicht. Ja, sowas kennt man hier nicht. Also Zubehör, so konnte man auch damals schon in so kleinen versteckten Läden kaufen. Ja. Ach krass. Und natürlich nur bar bezahlen. Also es gab damals in Deutschland in den 90er Jahren, hast du gesagt, ne? In den 90er Jahren. Gab 2000, schon so... Ich weiß nicht, wann die letzte Cannabis-Messe war. Castrop-Rauxel vielleicht 2003, 2004 oder so. War irgendwann die letzte. Irgendwann ist das gestorben, das Projekt leider. Ja, aber war eine witzige Messe. Also da konntest du dir schon Equipment zum Anbau, bis Samen illegal waren, kaufen. Du konntest dir auch Equipment zum Rauchen
Genau, das war halt damals fast alles so günstige Sachen aus China, Indien, so Zeugs, so ganz einfach, und so Kunststoffbons und so Zeugs. Das Krass. gab es damals auch schon, ja. Und Grinder zum Beispiel gab es noch nicht, ja, die kannte man eigentlich damals noch nicht. So Kräutermühlen, die kamen erst später, ja. ey, krass, oh, ey, feier ich, Jürgen, du kommst aus einer ganz anderen Zeit. Die freuen sich bestimmt vor die Zuschauer für diese Insights. Das heißt, diese Läden gab es noch nicht, den Markt gab es aber trotzdem interessanterweise, weil es Leute gab, die konsumieren wollen. Ja, in dem Sinne. also ich meine, das ist ja interessant. Also wir exportieren in einem Jahr in über 100 Länder auf der Welt, ja. Ich denke, wenn wir alle mal zusammenzählen, haben wir bestimmt schon 130, 140 Länder von den 200, die es gibt, ja. Hättest du es jemals gedacht? Ja, also man sieht eigentlich völlig egal, wie die legale Situation ist, wird überall Cannabis konsumiert. Es gibt kein Land, wo nicht, würde ich sagen, ja. Es gibt kein Land, also wir schicken auch manchmal nach Saudi-Arabien oder so, also auch diese Länder, ja. Und das ist weltweit der Fall. Ich würde sagen, weltweit, so grob geschätzt, würde ich sagen, 7% der Weltbevölkerung konsumiert regelmäßig Cannabis. Egal ob legal, illegal, teillegal, whatever. Genau, also früher war es zum Teil so, dass wenn es wie in Frankreich, wo es stark verboten war, eigentlich mehr Konsumenten produziert hat. Ja. Also in Holland, wo es eigentlich erlaubt ist, eigentlich dann der Reiz des Verbotenen weg ist. Oder selbst in Deutschland sehen wir ja jetzt, dass der Konsum unter Jugendlichen nicht zunimmt, obwohl es jetzt legal und einfach geht, sondern der Konsum eher bei den Leuten plus 50 zunimmt. Ja. Eben, also wo die sich vielleicht selber medikamentieren, ja, dass es ja so rumgeht. Also das ist ja das Interessante, egal wo auf der Welt hingeht, ist Cannabis ein Thema. Ja, gibt es eine Fraktion, die das einfach für sich nutzt und damit gut umgehen kann und das auch schon seit Tausenden von Jahren. Also das ist wirklich... Also Mensch und Cannabis haben einfach eine lange Historie, sagst du, ne? Ja, das ist ja auch, was ich auch immer so schade finde, Cannabis wird auch bei uns ja immer aus so einem negativen Blickwinkel diskutiert. Es wird immer diskutiert und wie gefährlich und wie schlimm. Aber man muss ja im Prinzip, dass man überhaupt so eine Pflanze zur Verfügung hat, die mit dem eigenen Körper, eigenen Cannabinoidsystem, mit der Andamide korrespondiert, dass man überhaupt dieses hat. Das ist ja eigentlich ein Geschenk, ist ja absolut positiv, dass es das gibt. Also das ist, und dass dieser Aspekt kommt mir oft zu kurz bei aller Diskussion, ja, und bei allem, was man mit Cannabis vielleicht auch kritisieren kann. Also im Prinzip muss die Menschheit dankbar sein, dass es Cannabis gibt. Ja, ich sage auch immer so, jede Pflanze wird für einen bestimmten Nutzen gegeben und nutzt sie, aber dem Bewusstsein, etwas zu dir zu lernen oder für etwas zu nutzen, aber nicht wirklich dieses, also das hatte ich auch einen Podcast mit Bertan, dass man nicht so schnell in so eine Sucht gerät, dieses wirklich, ich brauche Cannabis und ich schaffe es nicht mehr alleine, weiß ich mich runter zu regulieren oder irgendwie neue Perspektiven zu gelangen, aber dass man das eher nutzt als Inspiration, um dann den Alltag leichter zu gestalten. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Aber nochmal zurück, das war so interessant, wie du gesagt hast, dass egal ob legal oder illegal, Leute haben schon immer konsumiert. Und du bist dann bei Storz und Bickel, also ihr habt dann ja die Firma gegründet. Es begann mit Storz. Genau, Markus Storz, dem ist, die Gründung, er hat es gegründet, dem ist es zu danken, dass es überhaupt das Ganze denn gibt. Ich kam dann dazu, klar. Aber warum? Weil es war doch ein Markt, der komplett, ich sag mal, illegal war. Also du hättest dir doch auch einen Markt raussuchen können, wo du sagst, ja, da gibt es einen Forecast, der wird auf jeden Fall wachsen. Go for it, da kann ich mein großes Geld scheffeln, sage ich mal. Aber du hast dich ja für einen Markt entschieden, der eigentlich so halb illegal war. Ja, es war natürlich, ich war ja einer der ersten Kunden und ich würde sagen, auch Markus war sein eigener Kunde. Ja, also wir haben eigentlich auch die ganze Zeit eigentlich immer, bis heute könnte ich sagen, immer die Geräte entwickelt, die wir das Gefühl hatten, die fehlen uns in unserem persönlichen Leben. Ja, also das war wirklich so eine persönliche Leidenschaft, die dich dazu... Genau, und bei Markus würde ich sagen noch mehr, zumindest habe ich ja noch mal Nikotin geraucht, er hatte gar nicht Nikotin geraucht, er konnte das ganze Rauchen nicht gebrauchen, der fand das alles einfach daneben, das geht einfach anders, er war der absolute Überzeugungstäter. Ja, und wir haben dann auch danach, wo wir mal Crafty und Mighty unsere mobilen Geräte entwickelt haben, dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen was Gutes Mobiles. Und dann haben wir das auch immer selber getestet und wenn es für uns gut war, dann haben wir gedacht, dann ist es für den Rest der Welt auch gut. Krass. Und das hat sich auch so bewahrheitet und es war auch,
wir hatten ja auch jetzt keinen Businessplan oder irgendwas. Oder man hatte am Anfang, oder auch die Preisgestaltung, das war alles grob geschätzt und also da war nichts dahinter, wo man da hätte sagen können, klar wollte man an Geld verdienen irgendwann ist es natürlich immer ernster geworden und so weiter, aber am Anfang war das alles völlig zweitrangig, man wollte ein tolles Produkt auf den Markt bringen. Und so sind wir immer eigentlich reingegangen, auch in der Entwicklung. Wir haben da nicht so keine Zielpreise gehabt und so. Und wir haben gesagt, okay, jetzt entwickeln wir erstmal, sind natürlich so sparsam wie möglich als sparsame Schwabenbällen entwickeln, aber dann am Schluss, da wo die Qualität einfach ein gewisser Geldeinsatz benötigt, ist es halt so. Und am Schluss, das, was dabei rauskommt, ja, das multiplizieren wir mal 4 und dann haben wir einen Endkundenpreis und dann wird das schon funktionieren und das hat es auch sehr gut funktioniert die ganze Zeit. Ja. Krass, also es war wirklich eine persönliche Leidenschaft, also ein persönliches Interesse, ein Produkt zu entwickeln, was du selbst auch nutzen würdest? Also willst, also du willst was. Auf jeden Fall, ganz also klar. Und daraus ist Stolz und Bickel entstanden. Da habt ihr den Vulcano, ne, das erste Gerät. Genau, und dann gibt es ja bis heute noch, das ist jetzt 25 Jahre auf dem Markt, ja. Wild. Also wir haben jetzt die 25 Jahre Edition im Herbst rausgebracht, Ja? die grüne, ja. Also auch ein Produktlebenszyklus, der interessant ist. Ja. Das schaffen nicht viele Produkte. Made in Germany, muss ich sagen, Leute. Das ist nicht Ja, zu ja. unterschätzen. Das heißt, ihr habt aus einer persönlichen Leidenschaft und Drive diese Unternehmen gegründet, aufgebaut und irgendwann, natürlich habt ihr noch geachtet, okay, wirtschaftlich soll es schon sein, damit wir wachsen können. Aber das ist ja richtig schön. Das heißt, richtig viel Liebe steckt in eurem Produkt. Würde ich so sagen, bis heute ist das so, oder? Und bis heute versuche ich auch dahinter zu stehen. Wir hatten ja damals auch, ursprünglich hieß die Firma Vapormate. Mhm. Und dann, der Name war aber nicht zur Verfügung in den USA, hatten es da in Konkurrenz damals weggeschnappt. Und dann hat man überlegt, ja, wie taufen wir uns jetzt? Dann haben wir gesagt, gut, jetzt nennen wir das Starz und Bickel, ja. Starz, Markus war zuerst da, Bickel, mein Nachname. Weil wir ganz bewusst zeigen wollten, dass wir hinter der Firma stehen. Das sind wir zwei, wir stehen dahinter dir. Man kann ja vorbeikommen, darf jeder kommen und darf unsere In Tuttlingen, Firma anschauen. In Tuttlingen, natürlich, den Weg muss er auf sich nehmen, ja. Aber dann kann er sich das angucken und wir stehen da auch dahinter. Und so war das auch als Zeichen gedacht, auch gerade gegen so No-Name-Konkurrenz, oder? Du testest auch alle deine Produkte, ne? Ja, natürlich. Ja, das ist, sagen wir mal, einer meiner Hauptaufgaben in der Entwicklung, ja. Also erstmal die ND dann zu entwickeln, was könnte man als nächstes machen. Ja. Dann fängt man an, erst so einen Laborator-Prototyp zu haben, ja, und guckt, ob das Ding funktioniert, ob da eine richtige Spur ist. Und dann macht man halt dann ja richtige Prototypen und so, geht halt Schritt für Schritt. Und irgendwann sagt man, okay, das kann jetzt hier in Richtung Produktion gehen und in Richtung Zertifizierung. Und Krass. dann kommt das Go-to-Market und der Designtransfer in die Produktion und so. Da kommt halt dann diese ganzen Schritte, ja. Und das heißt, euch gibt es seit den 90er Jahren? Ja, Oder so 2000? 2000. Seit den 2000er Jahren? Und wie habt ihr es geschafft, zu wachsen, wenn der Markt halb illegal war und ihr theoretisch, ja, konntet ihr Werbung machen konkret für das Produkt? Oder war das eher so, ihr habt es im Bekanntenkreis und dann ging das halt so weiter und dann Ja, also Werbung, also können wir ja bis heute nicht machen. Ja. Also auch heute nicht. Auch heute, wenn man unsere Werbung anschaut, sind immer so ein bisschen Lifestyle-Bilder. Die Ja, Leute ja, ja. exhalieren irgendetwas, man weiß nicht was. Und das ist bis heute so, das kann man nicht machen. Nein, und zwar klar natürlich, unser Marketinginstrument war die Mund-zu-Mund-Propaganda. Ganz klar. Ich meine, jeder, der sich so ein Gerät kauft, der Volcano und da auch die 400 oder 500 Euro dafür ausgibt, je nach Variante, der... Damals in D-Mark, oder? 2000? War das schon Euro oder D-Mark? Ja, die Wechselkurse standen schon fest, aber Okay. es war noch D-Mark, ja. Genau. Wie viel D-Mark? Ich hatte meinen für 850 D-Mark, der Endkundenpreis war 900 D-Mark damals. Krass. Ja. Genau, und sind dann auf 1000 D-Mark hoch, damit der Handel auch noch was davon hat. Ja. Da wurden wir dann darauf hingewiesen. Ja. Ja, damals war SensiSeeds, war einer der ersten größeren Kunden damals noch, die gab es da auch schon. Ja. Krass, und Leute haben sich das gekauft für 1000 D-Mark. Ja, genau. Und dann, wenn man das natürlich gekauft hat, also wenn man so, einem das so wichtig war, diese Leute, wo das gekauft haben, die haben natürlich sofort alle ihre Kollegen eingeladen und gesagt, schau mal, was ich habe. Ja, und natürlich und so ein Ballon, wenn man da einmal dran inhaliert, das überzeugt natürlich. Das überzeugt die Wirkung, das überzeugt der Geschmack. Ja. Also eben war dann klar, okay, hey, das funktioniert schon auch. Wir haben zurzeit so eine Serie, My First Time. Das war My First Time Volcano, weil auch in den USA, jeden, den man da trifft, hat irgendwann Erfahrung mit dem Volcano gemacht, ja. Krass. Also das kennt jeder aus meistens College da drüben, ja, und so weiter. Also das kennt wirklich jeder. Ja, das ist spannend, ja. Das sind tolle Geschichten, die man da hört. Mund-zu-Mund-Propaganda, seid ihr vor allem gewachsen in den 2000ern, wo ich
in die Schule gegangen bin, da war der Jürgen schon richtig fleißig am Markt. Das heißt, glaubst du, ihr habt den Cannabismarkt so auch maßgeblich mit beeinflusst oder das Bild? Glaube ich schon, ja, wir haben den schon mitgeprägt. Also in verschiedensten Dingen. Also erstmal am Anfang so teuer, hat jeder gesagt, hey, das kauft keiner. Ja, doch. Ja, da gibt es sowas aus. Das war nicht richtig. Es gab sehr wohl Kunden. Die waren zwar am Anfang schwer zu überzeugen. Ja. Wir sind dann auch natürlich ich bin auf jede Messe gegangen, die es gab, in Paris, in London, in alles, was irgendwo gab, wo ich ausstellen konnte, dass die Leute probieren konnten, bin ich da jahrelang durch Europa getingelt mit dem Gerät. Und Wie alt warst du da? Wie alt war ich da? 30, ja, so Anfang 30, ja. Anfang Mitte 30, ja, da haben wir natürlich noch, da haben wir da einiges durchgezogen, ja. Also sind dann viel durch die Lande gezogen und haben das Gerät vorgestellt, aber wir haben natürlich diese Branche auch beeinflusst durch Qualität. Ja, davor gab es alles immer nur so günstiges Zeug aus, sagen wir mal, Fernost, sag ich mal, ja. Unsere Freunde aus China, die machen ja heute auch gute Dinge, aber das war damals zum Teil wirklich sehr, sehr günstige Sachen, ja. Also wir haben erstmal Qualität reingebracht. Dann haben wir in 2010 das Produkt zum Medizinprodukt gemacht. Dann wir haben die Zertifizierung reingebracht. Ja, gesagt, nee, das geht sehr wohl zertifiziert. Ich meine, wir kommen aus Tuttlingen, aus einer Stadt, wo sehr viel Medizintechnik ist. Ja, über 500 Firmen beschäftigen sich dort mit Medizintechnik. Dort kann man also alles in der Richtung kaufen. Und wir wollten einfach auch ein Medizintechnikhersteller sein, völlig unabhängig, ob das Cannabis ist oder nicht. Ja, das war uns sehr wichtig. Also ich glaube, dass wir das auch reingebracht haben. Ja. In den USA haben wir praktisch die Akzeptanz für Cannabis als Medizin wesentlich vorangebracht, weil natürlich davor hieß es immer, es kann nicht sein, dass ich eine Medizin rauchen muss. Ja, und mit dem zertifizierten Medizinprodukt von uns, mit dem Volcano Medic, war dieses Argument einfach vom Tisch. Ach, ja, cool. Das gab es nicht mehr. Ich konnte das einfach hier und zwar auch zugelassen, validiert, ja. Weil ja auch heute in Deutschland, wenn ich da eine Dose bekomme mit getrockneten Blüten drin als Patient, was soll ich denn damit machen? Soll ich einen Tee kochen, einen Keks backen, einen Joint rauchen? Ist ja alles eigentlich nicht akzeptabel von der Arztsicht aus. Aber ich habe unsere Medizinprodukte und kann damit kann es damals zugelassen, validiert, reproduzierbar konsumieren. Also von dem her haben wir da, glaube ich, schon viel in dieser Branche da beigetragen und Standards gesetzt und es auch dem Rest natürlich ein bisschen schwierig gemacht, da mitzukommen. Wir haben natürlich auch von der innovativen Seite her Mighty und Crafty oder heute Venti, mobile Geräte, der Mighty war lang, auch der Mighty ist ein Medizinprodukt, das einzige mobile Medizinprodukt, wo es gibt, heute noch weltweit, ja, und auch das war natürlich damals Standards, auch in der Batterietechnik, wir waren die ersten, die eine App dazu hatten als Steuerung, solche Dinge, ja, die heute völlig klar sind, aber irgendwann muss ja einer das zum ersten Mal machen. Ja, und das waren halt eben wir, die das zum ersten Mal gemacht haben. Das heißt, ihr seid immer gewachsen, gut gewachsen, international direkt. Und da wäre nämlich die Frage, weil man ja eigentlich sagt, irgendwie die Mehrheit der Startups sterben die ersten Jahre. Gab es Momente, wo du gesagt hast, ja, also wir hatten einen einschneidenden Moment, das war 2007. Ja. Da hat der US-Zoll mal zuerst einen Container und dann mehrere Shipments angehalten. Ja. Alle beschlagnahmt. Der Vorwurf war natürlich Drug-Paraphernalia. Ja, also und dann mussten wir uns natürlich da verteidigen. Haben wir ein halbes Jahr lang uns hart verteidigt und halt gesagt, ja halt, Vaporizer ist nicht nur für Cannabis, kann auch für andere Dinge. Andere Kräuter? Ja, genau, auch andere Kräuter und haben da alles Mögliche. Und ich habe hier mit verschiedenen Bekannten und Professoren und Statements und die notarisiert und mit schönen Siegel und allem drum und dran und das alles darüber geschickt und an den Zoll und gekämpft. Aber natürlich in der Phase, wo alles beschlagnahmt war, wo da mehrere 100.000 Euro dann im Zoll steckten, da haben wir natürlich dann Liquiditätsschwierigkeiten bekommen, mussten dann massiv Leute freisetzen und das war so kurz vorm Kollaps, würde ich sagen, das war so kurz vorm Bankrott und haben aber dann den Kampf, gewonnen. Es gab dann ein Ruling von dem US Customs and Border Protection und die haben dann doch in unserem Favor geruled und haben gesagt, also gut, kein Drug-Paraphernalia, haben uns alles wieder zur Verfügung gestellt. Und das war nicht ein rieser Erfolg, war Erfolg für die ganze Branche, auch das war wegweisend. Auf diesem Urteil konnten natürlich viele dann in die USA importieren. Das war natürlich dann der Freifahrtschein für viele, den wir da durchgekämpft haben. Das war dann ein großer Erfolg, dann war alles in Ordnung. Aber das war natürlich Zeit,
wo man eben, wenn man so die halbe Belegschaft freisetzt und so mitten im Aufschwung so eine Vollbremsung hinlegt, ja, das ist natürlich ein bisschen hart, man zweifelt dann natürlich, also. Wie ist das bei dir, wenn du an dir zweifelst? Das passiert jetzt zum Glück relativ selten. aber bist du denn einer, der dann so, also bei mir drehen dann irgendwie Gedanken durch und ich bin halt sehr so, ich tue mich so abschotten immer. Aber wie ist es so bei dir, Jürgen? Ach, ich versuche das, sag ich mal, wegzudrücken am Schluss, ja. Ich denke, hey, also ich meine, da wo ich natürlich Einfluss nehmen kann, kann ich Einfluss nehmen. Aber wenn ich natürlich wie da bin bei dem Zoll, denke ich, okay, hey, erstmal ist es nicht von dir verschuldet. Ja. Ja, du kannst nichts dafür, das ist der Zoll, du kannst auch nur bedingt einen Einfluss jetzt zu lösen. Also ja, jetzt versuch mal dein Umfeld auch nicht noch über Gebühr zu belasten. Tu so, als wäre es dir egal. Tu so, als wäre dir egal, aber innerlich bin ich gerade am Weinen. Ja, genau, natürlich denkt man da, aber man muss dann einfach, ich glaube, in dem Moment, wo man das einfach wegdrückt und versucht, das emotional nicht an einen ranzulassen, weil das ja oft nichts bringt, da emotional zu werden und einfach das wegdrücken und sagen, okay, hey, Augen zu und durch, oder? Und wir sind ja auch durchgekommen. Und dann auch die notwendigen Schritte halt zu machen. Natürlich war das nicht schön damals, das erste Mal, wenn man so ein Geschäft aufbaut und man muss das erste Mal Leute entlassen, das ist natürlich unschön. Ja, halbe Belegschaft, wie viel waren das? Ja, das waren, glaube ich, so 15, da waren wir vielleicht 35, 40 Leute damals, ja, sowas. Ich weiß nicht mehr genau, ja, in der Richtung. Aber das war natürlich unschön. Aber macht man auch die Erfahrung, dass das auch zum Geschäftsleben dazugehört, solche Dinge, ja. Und man merkt natürlich auch, haben wir insgesamt natürlich gemerkt, dass natürlich am Schluss als Unternehmer Liquidität ist eine sehr wichtige Kennzahl. Eigentlich die Kennzahl, die am wichtigsten von allen ist. Alles andere kann man, ja, das ist auch die einzige, die nicht lügt, ja. Ja, und die muss einfach funktionieren. Und das war damals natürlich schwierig. Unsere ganze Aufbauphase war da schwierig. Wir hatten ja nie Geld von außen, wir hatten immer alles selbstfinanziert, ja, das war. Da ist das, also ich habe natürlich jahrelang als Unternehmer jeden Morgen schon im Bett erstmal alle Bankkonten durchgeguckt, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Also seit dieser Erfahrung, die du gemacht hast? Genau, da war das einfach, ich meine, davor eigentlich auch schon, ja. Wir haben ja mehrere Jahre gebraucht, bis wir uns überhaupt regelmäßigen Gehalt zahlen konnten. Also es war der erste große Erfolg, würde ich sagen, war regelmäßigen Gehalt auszuzahlen. Das war nach wie vielen Jahren? 2.500 € haben wir da uns nach, glaube ich, so 4 Jahren dann mal regelmäßig. Davor gab es schon auch immer wieder Geld, aber halt nicht regelmäßig. Aber 2.400 netto oder brutto? Es war da, gut, es musste ja dann auch sein, weil es war ja praktisch eine Entnahme damals. Okay, ja. Netto. Aber ja, es waren dann schon netto sozusagen erstmal. Ja, aber das war natürlich ein riesiger Erfolg, da waren wir total happy. Da konnten regelmäßig Miete zahlen und alles, ja. Wir hatten ja damals auch, Markus hatte sich ja da hatte noch sein Motorrad noch verpfändet. Also die Gründungsphase war schon so, dass man wirklich, auch ich habe alles, was ich hatte, da reingesteckt. Ich habe wirklich, unser Geschäftswagen war so ein kleiner Seat Ibiza, den hatte man auch übrig und beide kleine Wohnungen und viel Einsatz persönlich. Ja. Das hört sich heute alles so nett an und man hat damit Geld verdient und hin und her, aber das waren schon auch Zeiten, man musste schon auch wirklich alles bringen, um es dahin zu bringen. Man musste wirklich alles einsetzen, was man hat. Also alles an Zeit, alles an Geld, alles an, das war. Wie viel hast du gearbeitet an einem Tag? Wie viele Stunden damals? Also ich meine, ich fange gerne früh an zu arbeiten, ja, Early Bird, so 7, halb 8 fange ich gerne an, oder? Und natürlich dann, solange es halt notwendig war, ja. Und dann war ich auch mal Samstag, Sonntag, wenn natürlich dann mal ein Auftrag da war, es war ja nicht immer was zu tun. Es gab ja auch Phasen, da hatten wir, wenn wir da so 5, 6 Geräte mal im Monat verkauft. Oder 5 Vulkaner, sagst du, okay, jetzt haben wir 200.000 € umgesetzt oder so. Und jetzt denkst du, ja, und jetzt, das war Zeiten, die waren dann wirklich schwierig, da wusste man gar nicht, was soll man denn jetzt eigentlich da. Und du hast ihn selbst verpackt und verschickt? Ja, wir haben es selbst zusammengebaut, klar. Achso, da kam eine Bestellung rein, du hast gesagt, boah, geil, Bestellung, Markus. Genau. Und dann habt ihr die zusammengebaut. 12 Stück, und dann sind wir hingesessen und haben sie 12 Stück zusammengebaut. Und wir hatten ja auch damals immer Teile gekauft für 250 Stück. Ja? Das konnten wir uns leisten. 250 Teile, dann die alle verbauen, ja, und dann wieder 250. Und so, bis das mal so langsam in einen wirklichen Einkaufsprozess und so wie es heute ist, ja, und auch zertifiziert natürlich heute alles, ist das eine ganz andere Organisation, aber damals war halt nicht mehr Geld da. Und wir waren beide große Fan, keine externe Leute. Wir hatten viele Angebote im Laufe der Jahre, dass Leute sich beteiligen wollten, aber das wollten wir nie. Es war schwierig genug, dass wir zwei aufeinander kamen. Ja, wir waren doch auch sehr. Habt ihr euch oft gestritten, oder wie? Ja, ich würde schon sagen, wir waren schon sehr unterschiedliche Typen. Ja, Markus ist schon ein ganz anderer Typ, wie ich das bin. Was heißt anders?
Ach, weiß ich nicht, er ist schon speziell, aber er hat natürlich auch durch seine spezielle Art es dahin gebracht, auch mit dem Volcano hingebracht, auch mit einfach selbst überzeugt zu sein und das einfach durchzusetzen, also völlig egal, ob... Also die Technologie, er war praktisch Ja, er hatte schon die Idee da, die ursprüngliche Idee da durchgesetzt und hinterher, ich war natürlich immer ein wenig mehr, sagen wir, geschäftsorientiert, er war nicht mehr so technisch orientiert, ja. Hat sich jetzt heute aufgewandelt, heute bin ich technisch orientiert und andere Leute dürfen sich um das Business kümmern. Aber ich sag mal, es war trotzdem, es war oft schwierig, ja, es war oft, sagen wir, ein wenig spaßfrei. Aber es war letztendlich immer ein Kampf um den nächsten richtigen Schritt. Ja. Und da gab es halt unterschiedliche Meinungen zu. Ist ja gut, wenn man immer einer Meinung ist, dann braucht man eigentlich auch keine zwei Leute, dann reicht einer. Also, ja, vor allem, wenn man so verschiedene Perspektiven war. Er war dann der Tech-Nerd und du warst dann der Business-Nerd und der Mix ist es dann am Ende des Tages. Genau, richtig. Ne? Da kämpft man dann drum und dann kommt man dann, und das Gute eigentlich an einer 50-50-Partnerschaft ist, man muss einen Kompromiss finden. Es gibt keinen anderen Weg, als sich einig zu werden. Ja. Und da gab es natürlich auch oft auch Dinge, die dann einfach ein bisschen konfliktiv waren. Ich würde sagen, da war viel konfliktiv, aber es war einfach immer erfolgreich. Also das ist halt das, was immer getragen hat. Ja. Am Schluss war man immer erfolgreich und hat einfach viel richtig gemacht. Ja. Gab es Momente, wo du dachtest, boah, ich schmeiß hier alles hin? Auch das gab es sicherlich immer wieder mal zwischendurch. Ja, und welcher Moment war so richtig prägend, wo du gesagt hast, okay, diesmal höre ich aber wirklich auf? Ach, wirklich aufhören. Wir hatten uns eigentlich auch von Anfang an, hatten wir uns gegenseitig unsere Verträge so gestaltet, dass Aufhören auch ein schmerzhafter Prozess gewesen wäre. Also derjenige, der hätte gehen wollen, wäre da mit dem Buchwert rausgelaufen und das hätte natürlich, man hat es schon von Anfang an eigentlich so aufgesetzt. Also das war so ein, bis dass der Tod euch scheidet. So mehr oder weniger, so ist das ja auch, kann man ja fast heiratsähnlich sehen. Ja. Okay, wo du kurz davor warst. Ja, ich meine, da gab es immer wieder einzelne Momente, glaube ich, dass man da jetzt wirklich ich würde sagen, am Schluss, natürlich kam es irgendwann, muss man ja sagen, ja auch zum Verkauf der Firma. Mhm. Ja, wir haben ja dann Ende 2018 die Firma an die Canopy Growth Corporation. 145 Millionen habe ich gelesen. Verkauft, ja, die Zahl, da dürfte es etwas stimmen. Sicherlich war das vielleicht auch ein Punkt, wo wir dann beide vielleicht auch gesagt haben, okay, wir haben jetzt genug uns miteinander auseinandergesetzt, wir haben viel aufgebaut, wir haben viel erreicht, oder? Mhm. Markus ist auch nochmal 10 Jahre älter wie ich, oder? Der auch gesagt hat, ich meine, ich muss jetzt nicht bis mein Lebensende machen, ja. Und hat jetzt auch eine gute Rente. Genau, das ist auch in Ordnung und bei mir geht es sicherlich wahrscheinlich auch jetzt irgendwann in eine ähnliche Richtung, ja, ewig. Würde ich das auch nicht weitermachen, ja. Ich habe das jetzt noch nach dem Verkauf noch einige Jahre getragen. Ich glaube, wir haben jetzt auch gute Projekte und Strategien, wie die nächste Produktgeneration aussehen soll, welche Richtung das ist. Die ist soweit aus meiner Sicht festgelegt, sodass es vielleicht auch dazu kommen kann, dass irgendwann ich dann auch irgendwie, zumindest aus dem Operativen... das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Ihr habt ja für 145 Millionen 2019 oder 18 war das? Ende 18, Dezember 18. 2018 verkauft. Warum du noch entschieden hast, drinnen zu bleiben? Und also Millennials oder ich, hätte, glaube ich, eine Pause gemacht, wäre rumgereist und hätte dann, ja, wie man so schön sagt, meine Eier geschaukelt. Ja. Wenn ich keine habe. Also hast du entschieden, dass ich mache noch weiter. Ja. Und nicht nur weiter, du standest ja in Argentinien auf dem Messestand. Ja, klar, also auf Messestand gehe ich sowieso gern. Ich meine, es ist weiterhin schön. Also auf einem Sturz- und Messestand zu stehen, ist eine sehr angenehme Erfahrung, weil man eigentlich ständig positives Feedback bekommt. Die Leute kommen ständig her und sagen super und danke und toll und hat mein Leben verändert. Ja. Und also das ist einfach sehr, sehr positiv. Aber nee, klar, natürlich, das war natürlich nicht der Plan. Ja, ich dachte schon, okay, ich mache jetzt irgend so einen Übergang. Ja. Ich habe mir vorgestellt, wir verkaufen und jetzt kommt da irgendjemand, übernimmt das. Ja, aber der kam halt einfach nie. Der von Canopy, der kam einfach niemand. Der kam, also ich dachte, ja, Canopy, die kaufen das und die wollen ja irgendwas, die haben es aus irgendeinem Grund gekauft. Der war mir ja zu dem Zeitpunkt nicht bekannt und dachte, und die würden jetzt irgendjemand schicken und der würde das irgendwie nehmen und haben dann irgendwie das weiter ausbauen. Aber Canopy war, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt mit sich selber beschäftigt. Ja, und irgendwie mit ihrem ganzen Börsenstory hin und her. Und da kam halt niemand. Und dann dachte ich, na gut, jetzt gab noch einen größeren Anbau an der Firma, den ich noch machen wollte. Ja. Da waren immer noch für etwa rund 20 Millionen. Dann haben wir dann noch realisiert, das war mir noch wichtig. Und dann kam irgendwie nicht so richtig der Zeitpunkt, ja, wo man das hätte machen können. Und
ich meine, ich fahre 5 Minuten in die Firma, ja. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich arbeite eigentlich insgesamt gerne. Ich stehe jetzt nicht morgens auf und denke, ach, jetzt muss ich heute wieder dies und jenes. Es gab sicherlich auch, wie in jedem Job ist nicht alles toll, aber so unterm Strich war alles in Ordnung und so weiter. Die sind zu euch gekommen oder ihr habt nach Verkäufer gesucht oder wie war das damals? Nein, die haben uns angesprochen. Also die haben euch angesprochen, ihr habt dann verhandelt, ihr habt verkauft und dann dachtest du, okay, jetzt gibt es so eine Übergabe und ich darf theoretisch jetzt auch ein bisschen Urlaub machen, nachdem ich jahrelang gescheffelt habe, aber dann kam nichts, weil die mit sich selbst beschäftigt waren und du so, okay, ich kann mein Baby jetzt nicht hängen lassen. Ja, und es kamen auch zum Teil keine guten Ideen. Da haben wir gedacht, okay, das kann man jetzt auch nicht so laufen lassen. Nee, das lieber nicht, ja. Okay. Und das jetzt, wenn man vorsichtig, hey, passt auf, hier ist das zertifiziert, hey, schaut hier, nee, das geht nicht so einfach. Und dann war das immer so, nee, Ding und dann haben wir das halt ein bisschen weitergemacht. Also du hast weitergemacht, weil Markus ist ja ausgestiegen. Markus ist ausgestiegen, der hat noch 2 Jahre beraten, war dann noch 2 Jahre tätig. Ja, aber der ist ausgestiegen, ja, der genießt jetzt seine Rente und ja. Aber es ist ja auch so, auch jetzt, auch wenn ich jetzt vielleicht dann irgendwann einen Schritt zurückgehe, ich glaube, dass ich jetzt der Cannabisindustrie völlig den Rücken kehre, glaube ich dann auch nicht. Ich glaube schon, dass ich noch ein bisschen präsent sein werde. Das Thema interessiert mich ja weiterhin. Ich brauche jetzt auch nicht in Dauerurlaub zu gehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt, glaube ich, hätte jetzt wahnsinnig viel verpasst in diesen Jahren, weil ich da noch weiterhin Geschäftsführer war. So ist es jetzt auch nicht. Und ich bin gern unterwegs, ich reise gern viel, oder ich bin gern, und ich reise natürlich viel über das Geschäft, ja. Da bin ich viel unterwegs, lerne viele Leute kennen. Ich glaube ja auch, dass man als Unternehmer braucht man einfach auch ein gutes Bauchgefühl, aber das Bauchgefühl muss man einfach auch trainieren. Ja, das kann man nicht allein daheim im Kämmerchen, man muss raus, man muss mit den Leuten reden, man muss auf Messen gehen, ja, und muss da natürlich sich auch ein bisschen zeigen und so weiter und von dem her würde ich das schon noch ein bisschen irgendwie in die Richtung noch dann tätig sein, wenn ich vielleicht auch nicht mehr jetzt operativer Geschäftsführer von Staatsanbieter sein werde. Glaubst du, es ist so einfach loszulassen, das operative Geschäft? Weil ich kenne natürlich auch viele Unternehmer, die auch gern skalieren und wachsen und vielen fällt das mega schwer loszulassen, weil das schon eine Art Identität war, vor allem wenn man jahrzehntelang dran gehangen hat. Was glaubst du, wie wird es bei dir sein, Jürgen? Oh, ich bin da ganz. Also, man muss der Momente noch kommen, er ist ja noch nicht ganz so weit. Ja, genau. Er muss sich noch realisieren, aber ich glaube, wie sagt man so, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Also, da wird sich schon Neues tun. Ich freue mich natürlich, wenn es auch gewisse Verpflichtungen dann nicht mehr gibt. Ja, das ist schon so. Auch Verantwortung, ich meine, Geschäftsführer von der Deutsche GmbH zu sein, ist einfach auch ein schwieriges Ding, auch haftungstechnisch ein schwieriges Ding. Muss man immer aufpassen, was man da genau tut, was man nicht tut. Teil von so einem Konzern zu sein, ist auch nicht so ganz einfach. Ja, muss man auch hingehen. Also, und das ist natürlich, wenn man Unternehmer ist, natürlich Sachen unternimmt, dass einem das ein bisschen fehlt, Sachen zu gestalten, also ein Gestaltungswille ist, oder andersrum gesagt, wieso macht man das? Man gestaltet natürlich gern neue Produkte, macht man gern, ja. Ich finde überhaupt Tatsachen schaffen, nenne ich das immer. Ja. Tatsachen schaffen, einfach Dinge tun, die gäbe es sonst nicht. Ich bin von der Ausbildung her, ich habe mal Zimmermann gelernt, ich Bauingenieur, bauen oder auch für die Firma bauen, aber auch Produkte bauen. Es sind einfach Dinge, die sind physisch präsent, sie sind nicht digital, sie sind nicht gefühlt, sie sind nicht so irgendwie, sie sind wirklich anfassbar und sind funktional und es ist ja auch toll, Sachen zu machen, wo dann Hunderttausende von Menschen dann in den Hand haben und gern haben und gut finden und das ist natürlich, ist das einmal eine schöne Arbeit, dass sie dann auch noch finanziell lukrativ ist schön, aber es gibt ja schon darüber hinaus ein Benefit, da irgendwie was getan zu haben oder zu tun, wo die Leute einfach freut, wo einfach ein positiver Impact hat, ja. Ist es auch das, also du hast eine persönliche Leidenschaft, gleichzeitig das Feedback, würdest du behaupten, dass du von vornherein einen Job gefunden hast, der dich erfüllt? Weil das ist heutzutage halt bei der jüngeren Generation immer so diese große Frage, was erfüllt mich, welcher Job macht mir Spaß? Und würdest du sagen, dass du das Glück hattest, dass du es direkt schon gefunden hast? Oder sagst du, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, weil ich nicht die Generation bin? Ja, also man tut sich natürlich mit dieser Sichtweise und dieser Erfüllerei und so weiter ein bisschen schwer, würde ich sagen. Ja, das sind Fragen, die
die also erstmal im Vorhinein sowieso sehr schwer zu beantworten sind. Man muss einfach auch Dinge mal tun, ja, just do it. Ja, das wäre so meine erste Empfehlung mal, mach mal irgendwas, zieh es auch durch, mach auch mal eine Lehre oder irgendwas. Ja. Ja, ne, selbst wenn als ich Zimmermann gelernt habe, hat mir das natürlich, sag ich mal, zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht so wahnsinnig erfüllt, ja. Mit 16 auf dem Bau und das war hart und das war körperlich anstrengend und hin und her, das war ständig im Freien rum und natürlich, aber im Nachhinein natürlich das Wissen, dass man sich dabei eineignet, der Sinn für Praktisches, das Handwerk, das man sich eignet, das nimmt natürlich das ganze Leben mit. Ja. Das ist natürlich heute ein riesen Benefit. Den habe ich natürlich vielleicht mit 16, 17, 18 noch nicht verstanden. Ja? Und das ist vielleicht auch eben das, was man ja mit so einer Lehre, mit sowas macht. Man lernt zu arbeiten. Ja? Man lernt irgendwas. Man lernt auch wirklich zu wissen, was einem gefällt und auch nicht gefällt. Ja. Weil das immer so theoretisch im Vorhinein überlegen und ja, fühle ich mich da wohl, fühle ich mich da nicht wohl. Weil ich sage, jetzt zieh's mal durch und mach's mal, dann hast du mal was und dann kannst du ja immer. Ich meine, von meinem Freundeskreis haben alle irgendeine Lehre gemacht, Chirurgie-Mechaniker oder irgendwas, was es bei uns so gibt, ja. Und solche Dinge. Da arbeitet natürlich keiner mehr heute in diesem Beruf, ja. Wirklich? Nein, aber keiner, es ist kaum jemand. Also alle haben dann vielleicht noch einen zweiten Bildungsweg, noch studiert, oder über Fachhochschulreife dann noch den Bauingenieur gemacht oder andere Dinge, den Techniker oder sonst was. Oder jemand ist selbstständig geworden oder ist da irgendwo eingestiegen. Ja. Also das ist ja nicht so eine seltsame Vorstellung zu glauben, wenn ich heute jetzt, sag ich mal, Bäcker lerne, dass ich jetzt die nächsten 40 Jahre in der Backstube stehen müsste. Ja, aber so ein Handwerk würde ich schon, wenn ich nicht wüsste, was tue, würde ich empfehlen. Ja, fang da mal an. Ja, guck mal, dass es praktisch mit den Händen und zu arbeiten lernen. Dann guck mal, was es dann und versuch nach 1, 2, 3 Jahren zu entscheiden, ist das was für mich oder nicht. Vorher ist das nicht, glaube ich, sinnvoll zu machen. Also wirklich auch Dinge ausprobieren, auch wenn man jetzt nicht weiß im Vornherein, ob es Spaß macht oder nicht. Ja, es gibt ja auch den Spruch, man sollte lieber was bereuen, was man getan hat, wie was man nicht getan hat. Ah, ja, das ist wirklich weise, Junge. Das stimmt, weil oftmals weiß man gar nicht, was man machen will oder was einen Spaß macht, aber erst wenn man Dinge anfängt, auch wenn man die nicht zu Ende macht, aber verschiedene Dinge testet, dann merkt man erst, okay, das liegt mir oder das hat mir Spaß gemacht oder auf der anderen Seite auch, okay, das konnte ich mitnehmen für was anderes, was ich danach gemacht habe. Ich glaube auch Dinge zu Ende machen ist schon auch was wichtig ist. Ja. Also ich glaube schon, dass man jetzt, angenommen, jemand entscheidet sich, entweder eine Schule noch zu machen oder eine Lehre zu machen und wird von mir als Elektriker oder irgendwas, in dem Moment, wo du das dann fertig gemacht hast, also die 3 Jahre ist jetzt auch nicht so lang, wo man so durch, auch Schule ist nicht so schwer, also das, was einem da abverlangt wird, ist noch überschaubar, würde ich sagen, aber danach isst man ja auch was, man isst ja ein Elektriker, Zimmermann, irgendwas, man isst was oder man gehört dann irgendwas hinzu, man hat auch einen Vorteil, man hat auch wirklich ein gutes Verständnis für Dinge und hat dann so ein Fundament für sich selber gelegt, mit dem man später einfach besser umgehen kann und einfach neue Wege hat und das umsetzen, tun, machen und auch zu Ende machen, glaube ich, sind schon Dinge, die empfehlenswert sind. Da sie haben ja bei uns auch, ich finde es oft schade, wenn Leute irgendwas abbrechen, da denke ich, Mensch, Kerle oder Mädchen, du, jetzt hast du es angefangen, jetzt hast du es abgebrochen, jetzt hast du die Zeit so halb verloren. Ja, das ist irgendwie gar nichts. Ja, und jetzt geht es weiter zum nächsten Ding und dann vielleicht wieder und dann hast du lauter so abgebrochene Sachen da rumliegen und dann kannst du sagen, ja, ich habe alles Mögliche angefangen, ja, schön, aber ich glaube schon, man soll es vielleicht mal durchziehen und wenn es einem nicht gefällt, dann ist man halt vielleicht eben hat man dann irgendeinen Beruf gemacht und hat den und kann dann was ganz anderes machen. Das ist kein Problem. Wie gesagt, man macht was und dann macht man was ganz anderes. Das heißt, du hast Zimmermann gelernt, aber trotzdem hattest du ja dann das Glück, irgendwie auf Markus zu treffen und dann das Produkt für dich zu entwickeln, wo du ja auch wirklich persönliche Geschichte hast. Ich hatte natürlich davor, also ich war ja mehrere Jahre in Südamerika als Bauingenieur, damals für die GTZ, heute GIZ in der Entwicklungshilfe tätig. Das war auch schon ein ganz toller Job, oder? 5 Jahre war ich in Peru und das war natürlich auch eine tolle Vorbereitung für das Internationale, für den internationalen Teig, für das Multikulturelle, für das Verständnis, dass es woanders halt irgendwo anders zugeht und trotzdem irgendwie funktioniert. Das war sehr wichtig und dort war das Befriedigende natürlich eher, dass man natürlich helfen konnte, dass man natürlich die Situation in manchen Vierteln, in verschiedenen Städten, da die Trinkwasserversorgung besser gestalten konnte, sauberes Wasser hinbringen konnte, das Abwasser anständig wegbringen konnte. Krass, wie viele Jobs hast du denn vor Storz und Bickel gemacht?
Das war eigentlich der Hauptjob da. Okay. Und dann da habe ich meine Diplomarbeit schon geschrieben dort, ja. Und davor hatte ich natürlich auch schon als Zimmermann, hatte ich schon so Fensterbau und Fertighäuser aufgestellt und solche Dinge versucht, ja. Da hat man das hat man dann. Warst du nicht gut drin, Jürgen? Ja, es ist so, also Fertighäuser aufgestellt habe ich 6 Wochen lang, dachte ich, nee, also das mache ich nicht. Jürgen so, aber alles schief und krumm, nee, das ist es stehen. Ja. Ich mache lieber da kam mir irgendwann die Vulcano. Idee zu sagen, okay, also das Zimmermann ist zwar nett, aber ich muss einen Schritt weitergehen. Ja. Das ist nicht, ich muss den Bauingenieur machen, um hier irgendwo anders hinzukommen und halt die nächsten Schritte machen zu können, ja. Cool. Das heißt, du sagst, und dann bist du ja ein Glück zu Stolz und Bickel gestoßen mit einem Produkt, wo du auch persönlich hinterstehst und Spaß dran hast. Und du sagst, in ein paar Jahren wirst du eventuell dich ein bisschen zurücksetzen, auch wegen dem Alter. Was glaubst du, wohin sich denn der Cannabismarkt entwickeln kann? Ja, also es gibt ja verschiedene, wenn man es jetzt guckt, so, man kann ja in den USA, Kanada aktuell beobachten, wie so ein legaler Markt sich entwickelt. Ja, da sieht man natürlich dann irgendwann, dass Cannabis selber sehr günstig wird, wenn ich das legal anbauen kann. Ja, dass das in der Herstellung, in der industriellen Herstellung, das wirklich sehr günstig wird. Findest du es gut oder schlecht? Das ist gut. Ja? Also ich würde es ja am liebsten, also ich meine, es gab immer eine Phase Anfang der 2000er in der Schweiz, da haben sie jetzt mal Outdoor angebaut in großem Stil. Da gab es dann diese Duftsäckli, da war das ja vom Preis her unter einem Franken das Grammball. Das war wirklich, also wenn man das industriell macht, so ist das halt einfach, es kostet einfach nicht mehr. Also wieso soll das denn? Also grundsätzlich positiv, ja. Was man nicht so positiv sehe, ist die Pre-Rolled Joints. Ja, das ist so eine Pre-Rolled Joint-Pandemie da drüben. Ja, kaufe ich dann die Zigarettenschachteln. Warum magst du das nicht? 10er-Pack. Also, weil ich natürlich eine Unsitte finde zu rauchen überhaupt, weil ich überzeugt bin vom Verdampften. Es schmeckt einfach schlecht, das macht die Bude blau irgendwie, ja. Ja, mit dem Qualm, oder? Ich meine, auch diese Konferenz da in Hamburg fand ich toll, aber da hat man echt drin geraucht. Seltsam, oder? Ach, die haben drinnen geraucht, in einem geschlossenen Raum. Ja, das fand ich dann etwas, und nicht ganz so schön. Und es ist dann egal, ob der Tabak dabei ist oder nicht dabei ist. Ich finde, das macht den Unterschied nicht aus. Also das ist was ich nicht so, klar, dann machen sie noch Infused, also alles noch möglich THC noch drauf kleben, reintun irgendwie, dass es möglichst noch stärker ist. Man sieht natürlich auch die Tendenz, dass immer sich das gut verkauft, wo die THC-Gehalte sehr hoch sind, ja. Also eine Cannabis-Sorte in Kanada zu verkaufen, die unter 30% THC hat, ist schon schwierig. Ja, das ist auch so ein Trend, wo ich denke, hoffentlich geht das nicht noch weiter, das macht keinen Sinn, sich immer größere Mengen THC. Warum? Deine persönliche Meinung dazu? Weil man natürlich auch merkt, dass die Nebenwirkungen zunehmen. Ja. Also ich meine, man hat natürlich, also man weiß ja auch, dass THC so gern, ein bisschen das Kurzzeitgedächtnis ein bisschen so, ja, wird man so ein bisschen schusselig. Das wird natürlich nicht besser, je mehr ich zu mir nehme. Ja, natürlich kann ich immer noch mehr Toleranz aufbauen und nehme dann immer noch mehr, aber wo soll denn das aufhören? Und da ist genau die andere Entwicklung mit den Konzentraten. Ja, die haben schon ihre Vorteile und sie scheinen sich auch zum wichtigen oder sehr wichtigen Marktsegment zu entwickeln. Was sind Konzentrate für die das noch nicht kennen? Ja, da wird die Cannabisblüte wird halt aus verschiedenen Art und Weisen wird das extrahiert. Und dann ist es eine Flüssigkeit oder was Festes? Genau, oder? es gibt Flüssigkeiten, es gibt auch so Butter, Cheddar, alles mögliche. Cheddar, was ist das? Cheddar, das ist dann mehr so wie also glasig fast gar so ein bisschen. Oh, okay. Ja, so eine ausgehärtete Flüssigkeit, sag ich mal, sowas gibt es da, ja. Und das nennt man dann mit Dabbing zu sich. Also was ist Dabbing? Dabbing, dann tut es auf irgendeine heiße Oberfläche meistens drauf, ja. Und eine sehr kleine Dosierung da dazu. Es gibt auch solche Titannägel, die mache ich mit so einem Bunsenbrenner heiß. So ein kleines Ding, da mache ich Einzug, eigentlich, der ist vollkommen aus, der ist schon sehr stark, also Einzug kann da schon zu viel sein. Krass. Ja, und das ist halt die Konzentrate, aber die sieht man einfach viel drüben, ja, kann einem jetzt gefallen oder nicht. Das ist auch eine Entwicklung, die kommt, ja. Aber ja, meine Hoffnung ist natürlich, wenn ich die letzten 25 Jahre angucke, ist die Entwicklung immer besser geworden. Ja. Ja, es ist immer besser geworden, es ist immer legaler geworden, akzeptierter geworden. Ja, ein sehr langsamer Prozess, aber es gingen alle Schritte in die richtige Richtung. Ja. Ich hoffe, dass in Deutschland jetzt nicht viel passiert. Ja. Ich hoffe, dass die Regierung trotz ihrer Anhörungen hin und her am Schluss zu dem Ergebnis kommt, das hat keinen Sinn. Auch die Telemedizin zu verbieten hat keinen Sinn. Ist aus meiner Sicht komplett unnötig und dass es einfach dann weitergeht in der Richtung, mehr Akzeptanz erfährt. Und es irgendwann normal ist, dass halt irgendwann ein kleiner Cannabisladen gibt, der halt ein paar Blüten und ein paar andere Dinge hat.
Also du wünschst dir die vollständige Legalisierung. Ja, klar, ich bin absolut, es gibt überhaupt keinen, also irgendwie so ein bisschen überspitzt formuliert sage ich, mit Cannabis sollte umgegangen werden wie mit Pfefferminz. Geil. Kann man Pfefferminz rauchen oder verdampfen in deinem Gerät? Kann man tatsächlich, in unserer Bedienungsanleitung gibt es auch natürlich Kräuter, also in dem nichtmedizinischen Produkt ist die Zweckbestimmung für Pfefferminz, für Hopfen, für Zitronenmelone. Ja, genau. Das wäre so mein Ideal, sodass das jeder bei sich im Garten anbauen kann und irgendwie, dass das einfach kein großes Problem mehr ist. Das ist natürlich nicht ganz realistisch, das ist schon klar. Aber man weiß ja nicht die Zeit. Also dein Wunsch wäre die vollständige Legalisierung. Dein persönliches Favorite wäre Verdampfen. Dann, was du auch gesagt hast, nicht unbedingt hohes THC bzw. Maximierung, sondern für den Einstieg, welche Prozentzahl würdest du denn empfehlen? Also wenn man es verdampft mit unseren Geräten, die Effizienz, also 15% reicht vollkommen aus. Mhm. Ja, also dass man da nicht... Also diese 30% sind einfach stark. Also wenn ich auch gerade im Volcano so einen Ballon mit 30%, das ist einfach, da muss ich schon ein bisschen geübt sein, damit es mich nicht gleich umhaut, sage ich mal. Ja. Und dieses ganze Schnickschnack mit Pre-Rolled und Wachs und was du da nochmal erklärt hast, würdest du sagen, das ist eher, ich sag mal, Schnickschnack und zum Ausprobieren und du bist eher Fan von dem wirklich originalen Blüten? Ja, also der Vorteil von der Blüte ist natürlich dazu, ich vergleiche es immer ein wenig wie mit dem Essen, je weniger es prozessiert, verarbeitet ist, desto besser ist es. Ja. Also natürlich, wenn ich jetzt so ein Extrakt habe, ja, was ist denn das Extrakt? Wie haben sie es extrahiert? Ja, es gibt natürlich Solventless oder das Live Rosin, es gibt aber auch das sind verschiedene Extraktions. Genau, das Solventless heißt eben ohne einen Zusatzstoff, ohne Lösungsmittel, also nicht mit CO2 oder anderen Gasen extrahiert. Da gibt es ja alle Sorten, was ist da genau drin, wie sauber ist das? Dann gehen ja oft die Terpene werden rausgeholt, dann wird das extrahiert, Terpene wieder reingemischt, andere Geschmacksstoffe reingemischt. Also da habe ich immer irgendwas, das ist flüssige erkennen, aber nicht mehr wie es ist. Wäre natürlich eine Blüte sauber angebaut oder ohne großartige zu viel Dünger hin und Sachen oder vor allem keine Pestizide, Dünger muss sein, aber keine Pestizide oder sowas ist natürlich ideal. Also da wäre auch alles richtig ein Biogras. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass es eben in die Richtung geht, dass es vielleicht biologisch, dass es mehr der Connoisseur-Gedanke. Ich meine, bei Alkohol ist ja auch nicht, natürlich könnte ich immer Schnaps trinken, ja, aber das natürlich trinken die Leute gerne ein Glas Wein oder trinken eben auch ein Bier, was ja immer andere Gehalte hat. Also dass das weggeht von diesem rein möglichst viel THC und mehr das Geschmackserlebnis wichtiger wird und dass diese Applikationsformen da, der Gesundheitsaspekt, das Healing wirklich ein bisschen rüberkommt und nicht nur so möglichst convenient ist, schnell. Ja. Genau, das so wie es in der Amis halt ist, Convenience ist einfach, geht über alles und da hoffe ich schon, dass da noch so eine Kultur dann überweit und das Richtung Connoisseur, das fehlt. Also es fehlt so, der Connoisseur-Punkt, der fehlt noch. Wir haben immer noch wir haben einige Leute, die das haben, oder wo es auch kleine Grower gibt, oder auch viele natürlich auch im Schwarzmarkt, aber kleine Grower, oder nicht die riesigen Anlagen, die riesigen THC-Prozente, da Hauptsache günstig und immer das Billigste mit dem meisten THC zu kommen. Ja. Aber dieser Punkt, der muss noch kommen, aber ich bin überzeugt, der kommt. Es ist ja auch, was auch noch nicht so richtig gibt, ist Branding. Ja, man muss sagen, Cannabis-Brands, Mary Jane ist vielleicht ein Brandsturz und Bigel ist eine Brand, aber es sind wenige Brands, die es gibt, ja, selbst alte Brands wie Sensi Seeds oder sowas gibt es, aber sind einfach nicht noch, das fehlt noch, auch dieser Schritt fehlt noch der Industrie. Ich glaube auch, ich bin überzeugt, der kommt, wir wissen noch nicht genau, wann er kommt. Ja. Also wenn man heute einen Kunden fragt, wenn er in der USA aus der Dispensary rauskommt, was für ein Cannabis er gerade gekauft hat, dann weiß er das meistens nicht mehr an der Türe. Ja, also es ist die Brand, wo ich habe halt irgendwas genommen oder das THC und der Preis. Ja, aber es wird irgendwann dazu kommen. Ja. Die Frage ist, wann der Punkt sein wird, wie legal es sein muss, dass ich wirklich über eine gute Produktqualität mir einen Namen aufbauen kann. Und den natürlich dann auch wirklich nutzen kann, ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Ich war auch mal in den USA in einer Cannabis-Farm und der Markt ist ja komplett kommerzialisiert, ne? Also ich habe die Pflanzen dort gesehen und ich habe auch schon gesehen, die wurden nicht mehr wirklich mit Liebe angebaut. Das sieht man ja immer so an Kleinigkeiten. Und da waren wir, wie gesagt, auch so auf Cannabis-Messen und ja, die haben das einfach vollgeballert mit irgendwelchen, wie gesagt, Convenience-Produkten, die zwar schnell verfügbar sind, aber, sage ich mal, den Rausch irgendwie, aber halt wirklich nur dieses, ich nenne das mal ein sinnloser Rausch, der
nicht wirklich einen größeren, sinnvollen Nutzen hat für den Mensch. Und teilweise auch andere Pilze und whatever. Und ich dachte so krass, also wirklich diese Kultur, die du nennst, dass du sagst, hey, achte darauf, dass du gesund konsumierst, achte darauf, dass du die reine Blüte, weil die ist halt noch nah an der Natur, nicht verarbeitet. Achte darauf, dass es Bio ist und schau, dass du bewusst konsumierst. Also ich sage immer bewusst, also wenn du jetzt rauchst, mit welcher Intention gehst du jetzt rein? Hast du eine Frage? Möchtest du eine neue Perspektive? Möchtest du was über dich lernen? Und mach es in diesem Setting. Weil früher hat man das ja auch Cannabis konsumiert in so einem richtigen Ritual und nicht irgendwie zwischen Tür und Angel und Hauptsache das Höchste und ich will gerade mal kurz hier mal von meinem Leben fliehen, weil ich das gerade nicht ertrage. Und dafür mache ich auch den Podcast, dass wir da aufklären, dass man bewusst Cannabis konsumiert und auch Qualitätsanspruch hast, wie du sagst. Egal wie der Markt aussieht, dass ich weiß, okay, ich will jetzt meinen Weg des Konsums gehen und nicht das, was mir der Markt oder was halt bequem ist oder billig ist. Ne? Billig ist auch. Genau. Ja, wir hatten früher auch immer, sagen wir so, unsere Plätzchen, oder? Da hat man einen schönen Platz, da hat man auf der einen Seite Ruhe, auf der anderen Seite irgendeine schöne Aussicht oder irgendwas. Ja. Und da haben wir sich dann getroffen und da hat man dann halt gemeinsam auch konsumiert. Das war so ein Ritual. Du und deine Freunde? Ja, genau, das war immer gab es mehrere so Plätzchen, die man halt hatte, ja. In den welcher Jahr? 90er Jahren war das? Oder? Ja, genau, ja, da war das. Da habt ihr gezielt Plätze gehabt, wo ihr sagt, wir treffen uns dort? Genau, da ist eine schöne Bank, da sehe ich schön in die Berge, in die Landschaft, auf den See oder sonst irgendwo was, da ist es gut. Aber man hat sich schon Gedanken gemacht, wo. Nicht irgendwo nur nebenher ganz schnell, dass man das schon ein bisschen ein kleines Ritual dazu hatte. Also nicht so nebenher, dann mache ich einen Film, ich esse Chips und dann... Ja, gab es natürlich auch, aber es gab natürlich auch einfach diese Momente, über dieses Bewusstsein sein. Und wenn man an die heutige Generation denkt, man versteht es auch nicht ganz, weil fast überall kommt dieser Gesundheitsaspekt oder die körperliche Gesundheit, die mentale Gesundheit, alles. Und dann rauche ich einen Joint mit Tabak oder also dann denke ich, ja, irgendwie passt das nicht ganz, dass man jetzt in diesem Bereich glaubt, da ist es nicht so wichtig. Ne? Aber vielleicht wissen Sie es noch nicht. Es kommt noch nach dem Podcast, nach der Folge. Das heißt aber, ich habe noch eine Frage. Ihr habt euch Orte, du und deine Freunde, wie viele Leute wart ihr da so? Der jugendliche Jürgen? Wie das so ist, so in der Provinz sind die Freundeskreise groß. Ja. Krass, wie viele Leute haben sich da zum Rauchen verabredet? In Tuttlingen? Oder wo? Ach, das waren unterschiedliche Gruppen. Na klar, so Rauchengruppen sind meist so 3, 4, 5 Leute, sowas würde ich sagen. Das waren natürlich kleinere Grüppchen oder und dann, zu 2, zu 3, ja. Geil, dann hattet ihr diese Aussicht. Und wie war es mit deinen Freunden zu rauchen? Habt ihr denn so philosophiert über das Leben? Ja, oder? Natürlich. Also im Alter ja sowieso. Ich meine, klar, so um die 20 rum ist das der Blick aufs Leben noch ein bisschen anders und man hat auch noch viel drüber zu kommunizieren, um auf die richtige Idee zu kommen, würde ich mal sagen, ja. Aber habt ihr denn über das Leben geredet? Ja, natürlich, also alles Mögliche natürlich und was man als nächstes hingeht und was man macht. Man muss ja auch natürlich sehen, klar in der Zeit gab es jetzt kein Handy, oder ich bin ja noch eine Generation, die in der Zeit hat man ja noch immer am Haustelefon sich verabreden müssen. Ja. Und dann hatte man ja keine Kontaktmöglichkeit mehr, bis man sich tatsächlich gesehen hatte. Das war noch ein bisschen anders und der persönliche Austausch war natürlich auch noch wichtiger. Man hat ja auch Fernsehen geguckt, hat man eigentlich nicht viel oder viele Programme gab es sowieso nicht und Handy sowieso nicht. Also es war schon natürlich ein anderer Austausch, wie er heute stattfindet, ja. Krass. Und konntest du mit deinen Freunden, wenn ihr geraucht habt, über andere Themen reden, als wenn ihr nicht geraucht habt? Ja, klar war das was anderes. Ja, natürlich. Ja. Man konnte natürlich auch einfach, ist ja auch schön, irgendwie welcher Blödsinn zu reden, oder? Also ist auch nett, ja, sag ich mal. Also um ernste Dinge zu machen, ist ja auch okay, muss ja nicht alles immer aufgeladen sein. Ja. Aber warum glaubst du, können sich Menschen, ich nenne das mal, mehr öffnen, wenn sie geraucht haben? Ja, das ist einfach der Effekt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie mehr öffnen können. Es gibt ja auch viele, die werden ja eher sozial etwas die weniger kompatibel. Ja. Aber so in deinem Fall, was glaubst du, warum konntet ihr dann andere Gespräche führen oder euch mehr öffnen? Ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass einfach dieser andere Blickwinkel dazu kommt. Ja. Der kommt dann einfach dazu, dass man irgendwelche Sachen einfach dann wegen anders einschätzt und wegen anders drüber redet und auch manche Details, wo man manchmal vielleicht sonst oberflächlich drüber geht. Hast du ein Beispiel, Jürgen? Ein Beispiel. Aus den 90er Jahren. Ich will ein Beispiel, Jürgen. Jetzt. Ach, wir haben uns damals viel natürlich über das Internationale unterhalten. Wir waren alle reiselustig. Oder damals gab es ja noch den Ostblock natürlich auch noch. Oder gerade so am Fallen alles. Oder alle hatten Erfahrungen als Jugendliche. Waren wir irgendwann mal
in diesem komischen Ostblock, oder? Und der ist dann gefallen und da stand, also wir hatten schon das Gefühl, die ganze Welt stand offen, oder? Man konnte jetzt machen, was man wollte, wo man hin man wollte, und das hat uns natürlich alle beschäftigt, und wir mussten dann auch unterwegs und wollten dann auch unbedingt reisen und so. Das war schon cool. Wir waren in Jugoslawien auch viel gewesen, immer wieder, und so. Das war damals einfach, war einfach wahnsinnig spannend. Die Unterschiede waren ja auch größer, oder? Ich meine, da gab es eine Schweizer, jeder hatte eine andere Währung. Also das war alles, es ist heute was anderes. Heute habe ich alle diese Informationen zur Verfügung. Damals gab es viele Informationen, oder ich musste irgendwann mit jemandem sprechen. Ich musste irgendwie, ich musste lesen irgendwo in der Zeitung oder in einem Buch, oder ich mit jemandem sprechen, aber sonst ich konnte ja nicht irgendwo suchen oder so. Das war ja schon eine andere Art der Informationsübertragung. Und wenn dann jemand irgendwo gewesen ist oder irgendwo, hey, warst du dort schon, hast du das gesehen und so weiter. Das war okay. schon ein bisschen, das war wirklich auch anders. Ja, also wo ich das erste Mal nach Südamerika gegangen bin, als Rucksacktourist zum Beispiel, da habe ich mit meinen Eltern am Anfang mal telefoniert, dass ich angekommen bin, und dann nach 2 Monaten habe ich mich das nächste Mal gemeldet, weil es war viel zu teuer zum Telefonieren, und habe mich ja nicht, wieso sollte ich mich vielleicht eine Postkarte geschrieben oder so, aber auch die ging ja wochenlang. Also das war einfach eine andere Kommunikationswelt damals. Ja. Okay, das heißt, ihr habt euch getroffen und nicht nur philosophiert, sondern darüber gesprochen, okay, auf was hätten wir jetzt Lust, was können wir uns jetzt trauen, weil wir wissen jetzt, die Welt steht uns offen zu den Füßen, und dann habt ihr Reisen geplant, zum Beispiel in der Gruppe. Genau, sind viel gemeinsam. Also ich gehe jetzt nächste Woche, fliege ich nach Japan mit neuen Freunden. Ja, das sind auch noch einige dabei, mit denen bin ich schon mit 16, 17 nach Jugoslawien gereist. Und heute fahren wir jetzt nach Japan, sind alle noch reiselustig. Und alle rauchen auch noch. Ja, nicht alle unbedingt, auch da gibt es Unterschiede. In Japan war es sowieso ein bisschen schwierig. Ja. Wir gehen zum Skifahren hin. Japan ist aber auch so ein bisschen unrelaxed in dem Thema. Ja, muss mal gucken, ja, wie das genau ist. Ja. Aber wir gehen ja zum Skifahren hin, da mit einer Truppe. Ja. Das ist weitgehend auch noch die Truppe, wo einfach gerne unterwegs ist. Ja. Cool. Ich habe eigentlich eine Frage, die tue ich mal zum Einstieg stellen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich stelle sie dir jetzt. Und zwar, was war dein Erlebnis um Cannabis, was dich am meisten geprägt hat? Was mich am meisten geprägt hat? Jürgen. Am meisten das Single-Erlebnis. Ja. Dass dir als erstes so einfach, wo du denkst, boah, ja, das war. Also mein erstes Erlebnis war gar nicht so spektakulär. Nicht das erste, das Erlebnis, was. Ja, genau, das war gar nicht so spektakulär. Ja. Also ich sage mal, es gab verschiedene Momente, aber ich glaube schon, wenn ich es schaffe, Cannabis so zu konsumieren, dass es mir kreativ hilft, und ich habe einen guten Einfall, und ich das Gefühl habe, dann hätte ich es sonst nicht gehabt. Ja. Ja, gerade beim Crafty, so die App, die damals, wo wir auf den Gang haben, hey, wir brauchen eine App, wir brauchen einen Vibrationsalarm, wir brauchen solche Dinge, wo es halt sonst noch nicht in dem gab. Das sind sicherlich Momente, die sind natürlich toll. Da merkt man, da kam jetzt ein Einfall, der wäre sonst nicht gekommen. Achso, die Idee, also ihr habt eine App? Und man ist dann an der Produktentwicklung, oder? Und dann hat man, okay, auf eine Funktionalität muss erstmal verdampfen, dann muss das alles tun, oder? Und dann hat man sich überlegt, ja, und das war's jetzt, oder was machen wir noch? Und dann kam so der Gedanke, eine App dazu zu entwickeln. Du geraucht hast. Genau, und kam auch dieser Vibrationsalarmsgedanke, hey, wir brauchen, es gab es natürlich damals am Handy so die ersten, aber man musste ja irgendwann diesen Übertrag machen, und also das war so ein Moment, solche Momente, man wirklich merkt, okay, jetzt hat mir dieser andere Gesichtspunkt einfach dazu geholfen, hier einfach so eine Idee zu machen. Und man merkt es dann auch so innerlich, man merkt, okay, jetzt kommen gerade so ein paar Sachen, das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein. Dann macht man so ein paar Stichpunkte, merkt, okay, das war jetzt wirklich ein Benefit, das sind, sag ich mal, erhellende, erleuchtende. Erleuchtung. Krass, das heißt, Momente, du hast beim Rauchen hast du die Idee für die App und andere Funktionen. Ja, aber bist du gezielt reingegangen, so, ich will jetzt rauchen, ich brauche eine neue Idee, oder warst du einfach so, boah, ich will mich entspannen, und dann hast du deinen Gedanken. Genau, dann kommt es so. Okay. Oder eine Entscheidung, wir hatten mal, wo wir unsere Firma gebaut haben, ein großes Investment, damals 15 Millionen Euro, ja. Und wir hatten verschiedene Entwürfe, wir hatten einen Wettbewerb ausgeschrieben, es waren welche, die waren so wirklich praktisch gut, oder? Und es gab so einen Entwurf, der war einfach so optisch einfach am ansprechendsten. Nicht ganz der effizienteste und nicht der günstigste, oder? Und wir waren, wenn wir eigentlich kaum Geld hatten, waren wir so an dem günstigen Entwurf umzusetzen, und dann haben wir gedacht, Markus und ich, ja gut, jetzt sind wir nicht mal so ein Vulkan und nehmen mal so einen Ballon zur Hand oder konsumieren ein bisschen und schauen uns dann diese Entwürfe nochmal an. Und unter diesem Einfluss hat es wenige Sekunden, war beiden klar, dass wir natürlich den schönsten Entwurf nehmen, auch wenn er mehr Geld kostet, ist völlig egal.
war sofort, also unter diesem, war das sofort klar, Also- er baut doch nicht eine billige Hütte her. Also vorhin nüchtern war, natürlich nehmen wir das, ist günstig. Aber einer von euch hat die Idee, nee, lass mal noch einen rauchen, Ja, genau. also einen Topf verdampfen und dann noch mal entscheiden. Und in dem Moment, wo ihr geraucht war, so, natürlich nehmen wir das andere. Genau, völlig Krass. sofort ganz komplett klar für beide. Beide haben sich dann so amüsiert darüber, dass das natürlich dann und heute ist natürlich Gott froh, ja, das wäre natürlich, sieht eigentlich klasse aus, unser Gebäude da unten, sieht natürlich, ist auch architektonisch ein Highlight, ja, internationale Architektur, das könnte auf der ganzen Welt stehen, das Gebäude, das macht Geil. wirklich was her. Also falls du mal in Tuttlingen sein solltest, auch gerne mit dem Duke zusammen, ja, also ihr seid herzlich willkommen. Dann will ich auch mal so eine kreative Session mit dir, Ja, Jürgen. genau. Auch eine wohlschmeckende, eine nicht kratzende, eine wirklich. Also wir haben da zahlreiche Vorteile zu bieten. Ja. Ey, mega geile Session. Jürgen, ich hab so vieles. Nutze ich den Moment gerade, oder? Ich habe dir nicht ein kleines Geschenk mitgebracht. Welche Farbe hat der? Der ist natürlich pink. Das ist mobiler. Geil. Das ist pink, das ist der Visi, ja, unser neuestes Produkt, ja. Das gibt es zum ersten Mal, dass wir Farben haben, ja. Das ist unser auch lifestyleigstes Produkt, würde ich sagen. Funktioniert aber hervorragend. Geil. Ja, ist wirklich schön. Wie viel kostet der? Der ist 248 €. Da habe ich 248 € gespart. Ja, genau. Also dann bitte einmal. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Geil, aber voll geiles Design auch. Eine kleine hier Merch mit ein bisschen Prospekten von uns, von unserem Gebäude, von unserem Angebot, ein paar tolle Socken. Dankeschön, Jürgen. Danke auf jeden Fall fürs Geschenk, war das feiert, weil der Duck hat auch gesagt, ich hole mir auf jeden Fall hier einen Weezy, der sieht so geil aus. Und sogar in Pink, deshalb feiere ich ihn hier. Sieht so aus wie ein Mikrofon, Leute. Ich habe aber gegen Ende immer noch meine Blitzfragen. Ja. So, Jürgen, meine Blitzfragen an dich. Größter Mythos rund um Cannabis? Also geschäftlicher größter Mythos ist, dass es leicht sei. Die meisten Leute, die in Cannabis einsteigen, glauben, das sei ein einfaches Business. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Alle glauben, das sei einfach und es wäre easy und irgendwie, es würde einem, und nein, ich würde sagen, absolut gar nichts. Cannabis ist ein schwieriges Business und es reicht nicht, überzeugt zu sein und es toll zu finden. Man muss wirklich hart dafür arbeiten, um erfolgreich zu sein. Ja, wegen der ganzen Gesetzgebung. Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Ist ein hartes Business, sorry. Dein erster Kontakt mit Cannabis, positiv oder negativ? Neutral. Was würdest du Jugendlichen gern über Cannabis sagen in einem Satz? Die Dosis macht das Gift. Apotheke oder Fachgeschäft oder was ganz anderes? Also Apotheke zurzeit super, Fachgeschäft fällt noch, was ganz anderes, nö, also das reicht, aber ja, wie vorher schon gesagt, die Performance. 3 Worte für den aktuellen Cannabismarkt. In Deutschland, also ja, er ist wachsend. Ja, Wachsend. sehr interessant, würde ich das im Moment sagen, wachsend. Ja, wir haben tatsächlich, ich finde das okay, in dem Zusammenhang wegen der Mary Jane, finde ich wirklich, dass wir jetzt hier die weltgrößte Messe in Berlin haben. Ja, finde ich wirklich super. Ja, das ist wirklich, soll jetzt gar keine Anwerbung oder sonst was sein. Ich finde es tatsächlich so, dass wir die in Deutschland jetzt haben und hierher geholt haben und alles ausgestochen haben. Ich glaube, ich kenne fast alle Messen auf der Welt. Ist wirklich toll, finde ich ein toller Momentum. Auch, dass Deutschland nicht, bekannt wird, selbst, sage ich mal, die Holländer neidisch gucken auf die Situation, die wir haben. Also das ist der beste Moment in History. Ja. Wie ist das Wort? Also 3 Worte, das erste war wachsen, das zweite ist? Die Regulierung ist super. Und das dritte? Das dritte ist natürlich der medizinische Standbein hier in Deutschland. Das ist sowohl mit unserem Gerät wie mit dem mit den Apotheken, wie das aufgezogen ist, finde ich auch super. Weil ich finde insgesamt, was mich stört immer wieder ist, wenn man da unterscheidet zwischen medizinisch und Freizeitkonsum, dass man glaubt, dem Freizeitkonsumenten, dem könnte man irgendwie alles andrehen. Können die Geräte schlecht sein, das Cannabis kann schlecht sein, das kann alles irgendwie sein, für den tut es ja, ist ja nur ein Kiffer. Das finde ich unmöglich. Ja? Ich finde das, und von dem her finde ich, also wäre das so ein Mensch zweiter Klasse, ne? Ich finde es auch immer so, wir sind alles Menschen. Wieso? Und der inhaliert doch, macht genau das Gleiche. Das ist auch eine Inhalation, es geht über die Lunge, es wird da aufgenommen, es wirkt systemisch. Der hat genauso das Recht, dass es absolut sauber ist. Also das wäre dann, also was haben wir jetzt, wachsend, Regularik und Medical, ja. Ja, Medical. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist das Stigma rund um Cannabis noch? 10 ist ganz stark.
schon noch bei wahrscheinlich 7, würde ich sagen. Krass. Also wenn ich bei uns in die Tageszeitung gucke, was die da schreiben zum Thema Cannabis, also der letzte Kommentar dazu, das war eine Katastrophe. Also man glaubt wirklich, man ist im falschen Was war das für Film. eine Schlagzeile? Also da ging es ja darum, da haben sie verschiedene, so die CSCs da, die sie alle nur verhindern, geguckt. Und da war die Schlagzeile, dass da wunderbar was Illegales passieren würde. Und im ganzen Artikel hat man dann gefunden, einen Verdachtsfall, wo über 50 Gramm abgegeben hätten sein können. Vielleicht. Das ist aber, da kann jetzt so eine Überschrift machen. Also das ist wirklich, also grauselig zum Teil noch. Ja. Also CDU geführt, CSU leider bei uns unten nicht so, ist der Umgang etwas unrelaxed. Ja. Ein Satz, den du deinem früheren 20-jährigen Ich sagen würdest. Ach du, ich meine, was wir vielleicht vorher schon gesagt haben, just do it. Ja, probier die Sachen aus, mach's. Ja, drüber nachzudenken ewig und dann sich selber zu fragen, hin und her. Just do it. Nice. Wir haben jetzt viel geredet, Jürgen. Wenn die Zuschauer nur eine Sache auch mitnehmen sollten aus der Session, welche wäre das? Eine Sache mitnehmen. Eine nur. Eine einzige, Jürgen. Also dann würde ich ganz offensiv sagen, Cannabis ist gesund. Geil. Ein geiler Abschluss. Danke, Jürgen. Feier ich. Ich feiere dich. Danke dir. Ich feiere dich. Du bist eine ganz andere Generation. Du hast uns so geile Einblicke gegeben in deine, wie das damals war. Und ja, danke, dass du hier warst. Ich danke dir. Okay, lass uns das Wichtigste mal zusammenfassen. Aus einer kleinen Idee ist ein weltbekanntes Unternehmen entstanden. Nicht wegen eines Trends, sondern weil Verantwortung übernommen wurde. Erfolg fühlt sich von außen oft groß und glänzend an, ist dann aber auch mit Zweifeln und Druck verbunden. Und die Zukunft von Cannabis entscheidet sich nicht nur durch Gesetze, sondern durch die Menschen und Unternehmen, die sie gestalten. Und ganz ehrlich, Boomer sind schon ziemlich cool, auch wenn sie keine Pokémon-Karten gesammelt haben. Als Highlight der Folge verlosen wir einen Weezy und ihr könnt teilnehmen, indem ihr einfach Pfefferminze kommentiert. Alle Links, Infos und Ressourcen findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal, damit du keine neue Folge verpasst. Und schick uns gern Feedback, Fragen oder Themenwünsche. Wir bauen den Podcast zusammen mit euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.